Hallo, liebe Zuschauer, hallo John David, hallo liebes Jetzt-TV-Team, herzlich willkommen zum Interview mit John David. Hallo. So, hello everybody to the interview with John David. John David, ich möchte dich gerne erstmal fragen zu deiner Namensänderung, weil das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, hieß du noch Premananda. Was hat dich bewogen, deinen Namen zu ändern? First, I would like to ask you about your change of name, because the last time we met, you still were called Pramananda. May I ask you why you changed your name? Well, this is a bit of a long story. Das ist eine etwas lange Geschichte. Because I've had lots of different names. Ich hatte viele unterschiedliche Namen. So my parents gave me the name John David. Meine Eltern haben mich John David getauft. And then when I visited and spent many years with Osho, als ich dann viele Jahre bei Osho war, he called me Dian David. Der gab mir den Namen Dian David. So he told me Dian was meditation and David was godliness. Er sagte mir, Dian bedeutet Meditation und David bedeutet Göttlichkeit. I found that quite nice. Ich fand das sehr schön. And even more amazingly, my wife, he gave her the name Dian as well. Und meiner Frau, der hat ja auch den Namen Dian gegeben. I was married to a Japanese woman. Damals war ich mit einer japanischen Frau verheiratet. And so she got her name maybe 3 or 4 months after I got my name. And by chance, or maybe it wasn't chance, we got the same name. Und 3 oder 4 Monate später bekam sie, nach meiner Namensgebung, bekam sie auch einen Namen. Und überraschenderweise oder eben nicht überraschenderweise hatten wir denselben Namen. And the thing that I found very interesting was that by changing the name, somehow it disturbed everything inside me. Und was ich damals sehr interessant fand, war durch diese Namensänderung, das hat unglaublich viel in mir aufgewühlt. So for about 35 years, everybody called me David. 35 Jahre hatte mich jeder David genannt. And now suddenly they called me Dian David. Und plötzlich nannten sie mich Dian David. And so some kind of identity with my name got kind of challenged. Die Identität mit meinem Namen, die wurde herausgefordert. Anyway, so that was my name for about 15 years. Und 15 Jahre habe ich gehalten. And then I went to Papaji. Und dann kam ich zu Papaji. I'm making short sentences, so maybe you translate as I go, yeah? So then when I came to Papaji, I was busy with the daily life there. Und zu Papaji kam, da war ich einfach da beschäftigt mit dem alltäglichen Leben. So I wasn't in any way concerned with my name. Also ich hatte da keinen Namen, wollte auch keinen Namen. I don't even remember, actually. I think my name might have been David, or it might have been John, or it might have been John David. I really can't remember when I was with Papaji what my name was. Ich kann mich nicht erinnern, wie mein Name da war. Es kann sein, dass ich John hieß oder David hieß oder John David. Ich weiß es nicht mehr. And it never occurred to me to get a new name from Papaji. Und ich hatte nie das Verlangen von Papaji, einen Namen zu bekommen. When I look back, I think it was because I felt always very, very connected with him without really any separation. And so, I don't know, it never occurred to me to get a name.
Wenn ich zurückschaue, lag das vielleicht daran, weil ich mich so tief verbunden gefühlt habe mit ihm, ohne irgendeine Trennung. Und deshalb kam vielleicht auch dieser Gedanke überhaupt nicht auf, dass ich einen Namen haben wollen würde. And then some many years later, it was about 12 years later, I started out of being in India for 1 year in a kind of personal retreat. I started interviewing Indian masters. Und 12 Jahre später habe ich indische Meister interviewt. And one of them in particular, we had a very deep connection. Und ein Meister, vor allem also ein Meister, mit dem hatte ich eine sehr, sehr tiefe Verbindung. It was a man called Satchitanand. So he was the master of Ram Das old ashram in Kerala. It's called Ananda Ashram. And I felt very good there, and the people there kind of loved me a lot, and therefore I gradually got a very close connection to Satchitanand. Also die Leute, ich mochte die sehr gerne in dem Ashram. Und ich hatte eine sehr, sehr enge Verbindung zu dem Satchitananda. And I used to take a busload of my students every year. We used to go and visit this ashram. Und jedes Jahr habe ich sehr viele Schüler mit zu diesem Ashram genommen. And one year, on some kind of strange impulse. Und eines Jahres, da war irgendwie, hatte ich den Impuls. I asked him, would he like to give me a name? Da habe ich ihn gefragt, ob er mir einen Namen geben möchte. And he immediately offered Sadananda. Und er hat mir dann angeboten, den Namen Sadananda. And I said, no, you can't give me that name because it's in English it sounds like a kind of sad name, Sadananda. Ich habe gesagt, du kannst mir nicht diesen Namen geben, weil im Englischen heißt das Sadananda. Da ist ja das Wort sad wie traurig drin. So then he gave me Premananda. Und dann hat er mir den Namen Premananda gegeben. And he told me that this means unconditional love. Und er hat mir gesagt, dass das heißt unkonditionierte Liebe. And so I was very happy to have this name. Und ich war sehr froh über diesen Namen. It wasn't completely easy. Es war nicht so leicht. If you put Premananda into the Google search, wenn man Premananda bei Google eingibt, there was a famous Indian guru called Premananda who was in jail for killing somebody. Es gab einen sehr berühmten indischen Guru, der hieß Premananda. Der war im Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hatte. Anyway, so I used this name for a long time. Also ich habe diesen Namen sehr lange benutzt. And all my books have this Premananda on my books. Meine ganzen Bücher also haben diesen Namen. And particularly in India, the people still use my Premananda name. Und vor allem in Indien benutzen die Leute immer noch meinen Namen Premananda. But in the same way I got this name, one day there was a kind of impulse that I just go back to John David. Aber auf die gleiche Art und Weise, wie ich den Namen bekommen habe, hatte ich plötzlich den Impuls, dass ich einfach zurückgehen möchte zu dem Namen John David. And so yeah, it was a lot of trouble actually. Also das hat ziemlich viel Arbeit hervorgerufen. But because now we have to put a sticker on every book. Weil wir mussten auf jedes Buch Premananda, formerly Premananda, or I don't know. Auf jedes Buch mussten wir einen Sticker machen. Vorheriger Name war Premananda. I would say the most interesting part of this whole story. Also ich würde sagen, das Interessanteste an der Geschichte
is that actually I'm not really deciding anything. Dass ich das nicht wirklich entscheide. I call it upstairs. Also ich nenne das immer oben. So actually, since many years, I've been directed by upstairs. Seit vielen Jahren werde ich von dort oben geleitet. There's another good example concerning you. Also da gibt es auch ein anderes Beispiel, ein gutes Beispiel, was dich betrifft. So some years ago, probably it's like 12 years ago now, maybe 15 years ago. Also ungefähr vor 12 oder 15 Jahren. I'd been traveling constantly around Europe giving meetings. Ich reise die ganze Zeit durch Europa und gebe Meetings. And then I got this kind of impulse, that's enough. Und plötzlich hatte ich den Impuls, so jetzt reicht es. And then exactly in that moment, you showed up in our house and interviewed me. Und genau in diesem Augenblick bist du in unser Haus gekommen und hast mich interviewt. And then at the end of the interview, you told me about online, online meetings. Und am Ende des Interviews hast du gesagt, es gibt jetzt auch Online-Meetings. And so now, since about 12 years, I've made online meetings. I still travel sometimes, but mostly I do online meetings from the house where I live. Ich reise immer noch herum, aber meist gebe ich Online-Meetings hier aus dem Haus, wo ich lebe. And then recently we got a virus. Und kürzlich ging das dann mit dem Virus los. Which actually has been wonderful for me. Also für mich ist das wirklich wunderbar. Because I was reading the newspaper. Ich habe in der Zeitung gelesen. And they were explaining that now everybody is doing Zoom education, Zoom meetings. Und da stand da, dass alle jetzt Zoom-Meetings machen, dass alles über Zoom läuft. I never heard of Zoom. Ich hatte da vorher noch nie von gehört. So we tried it. Und dann haben wir das ausprobiert. And I liked it much better than the old online meeting style. Das gefiel mir viel besser als diese anderen Online-Meetings, die ich gegeben hatte. So now I'm only using Zoom. Jetzt nutze ich nur noch Zoom. But in this kind of story, I'm not really deciding. It's like upstairs decide. Aber diese Geschichten, die entscheide ich nicht wirklich. Das wird von oben entschieden. So my story about my name is also a story about being more and more directed from upstairs over the years. Also diese Geschichte mit meinem Namen, das ist auch eine Geschichte, mehr und mehr immer von oben geleitet zu werden. You can always find some reason to do something or not to do something. Man kann immer einen Grund finden, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Like I could say, well, I'm not going to change my name because my name is on all my books, and that will be a kind of hassle to change the books. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich werde meinen Namen nicht ändern, weil er ist auf allen Büchern und das ist viel zu umständlich dann mit den ganzen Büchern. But over the last 20-something years, I found increasingly much better for me to follow upstairs and not care about the kind of practical reality. Aber in den letzten 20 Jahren habe ich erfahren, dass es viel besser ist, einfach dem oben zu folgen und nicht sich um diese ganzen praktischen Realitäten so viel Gedanken zu machen. So I think that's the most interesting part of my changing my name. Ich finde, das ist der interessanteste Teil an der Geschichte meiner Namensänderung. John David, dieses, was du nennst, upstairs, also von oben, kannst du das näher beschreiben? Ist das Bewusstsein? Ist es das Selbst? Oder? Can you describe what you are meaning with upstairs? Is this consciousness? Is this the self? Well, you know, what is consciousness? You know, what is God? What is the self? Nobody actually knows. So I like to call it upstairs. Was ist das Bewusstsein oder das Selbst oder Gott? Also niemand weiß das wirklich.
Ich nenne das gerne das da oben. I've always been a bit in trouble with the word God. Also das Wort Gott fand ich immer ein bisschen schwierig. Because unfortunately, when I was a child, I went to a school where every day started in the chapel. Als ich ein Kind war, bin ich zur Schule gegangen, wo jeden Tag der Tag in der Kirche begann. So that conditioned me against God for many years. Und das hat mich viele Jahre gegen Gott konditioniert. So upstairs is quite nice because it cuts through all the kind of spiritual nonsense, religious nonsense, and I call it upstairs. Also da oben, das finde ich eigentlich sehr schön, weil das jenseits ist von jedem spirituellen Quatsch und jedem religiösen Quatsch. Because actually nobody knows. Weil niemand es wirklich weiß. Do you know? Weißt du das? How this is all working? Wie das alles so funktioniert? Nein, das weiß ich auch nicht. Von oben ist es das, wo alles drin passiert, wo alles drin erscheint, alle Erscheinungen drin auftauchen? No, I also don't know. Upstairs, is this where everything in it is happening, where all the things are appearing? Well, it may be downstairs, of course. Es könnte auch unten sein, natürlich. I like to use words that provoke people to examine their idea, their belief. Ich mag es, Wörter zu benutzen, die Leute provozieren, ihre eigenen Vorstellungen zu hinterfragen. If I say God, everybody has some idea about that. Wenn ich Gott sage, da haben alle irgendwelche Vorstellungen von. If I say the self, everybody who goes to India has some idea about that. Wenn ich das selbst sage, jeder, der nach Indien geht, hat auch irgendwelche Vorstellungen drüber. But if I say upstairs, then they don't even know really what I'm talking about. Aber wenn ich sage da oben, da weiß man noch nicht mal wirklich, worüber ich rede. Ich frage gern danach, was man eigentlich nicht in Worte ausdrücken kann, weil das hat irgendwas, wenn Menschen das dann trotzdem versuchen, kommt dann trotzdem was rüber davon. I like to ask about things which are not possible to put in words, because if people try to put it in words, there's still something which comes across. Yeah, you're one of the world's experts for this. You're the sort of spiritual, you're a kind of spiritual detective, on behalf of everybody else. Du bist da so ein Weltexperte drin. Du bist wie so ein spiritueller Detektiv, der das für alle so versucht rauszufinden. I mean, I've also been doing a lot of that. Ich mache da auch viel in der Richtung. Did you see the new book called Meetings with Remarkable People? Hast du das neue Buch gesehen? Begegnungen mit, das heißt auf Deutsch heißt das Geschichte der Freiheit. Habe ich noch nicht gesehen, nein. So we'll send you a copy. Wir schicken dir dann ein Exemplar von. John David, wir möchten über dein Projekt, was du jetzt machst, sprechen. So we would like to talk about the project which you're doing at the moment. Okay. Über den Film und ich glaube auch Buch über Papaji. Wahrscheinlich ist es auch eine Eingebung, die von oben gekommen ist. About the book and the film about Papaji, and I could imagine that this also was an intuition which came from upstairs. Yeah, completely. Ja, vollkommen. Would you like to hear the whole story? Or? Möchtest du die ganze Geschichte hören? Short story. Short version. Die kurze Version. Anyway, it started many years ago when I was living in Lucknow. Vor vielen Jahren, als ich in Lucknow lebte. So Papaji, I think you were there, as you know, many people had a big opening. Du warst ja auch da und viele Leute hatten ja eine starke Öffnung. And Papaji was in the habit that he would invite them the next morning
and asked them to speak from truth. Und Papaji, lud die Leute dann am nächsten Morgen ein und bat die dann, von der Wahrheit zu sprechen. And mostly, if not everybody, couldn't do it. Und die meisten konnten das nicht. And I was sitting in the audience. Und ich saß im Publikum. And one day I got an idea. Und eines Tages hatte ich plötzlich eine Idee. That maybe if I took these people and approached this subject from different directions in an interview, I could get them to do what you were just talking about. They could somehow give some sense about where they were, what was happening inside and so on. Also wenn ich die Leute direkt danach interviewen würde, dann könnten sie vielleicht da etwas drüber sagen, so wie du das eben gesagt hast, also dass sie dem zumindest nahe kommen können. And so I started doing that. I started interviewing people. Und das habe ich dann gemacht. Ich fing dann an, Leute zu interviewen. And once again, I didn't really have an idea who to interview. It was like I would get a kind of intuitive message, and then I would invite the person and then immediately do the interview while everything was kind of hot. Und ich hatte dann so eine intuitive Eingabe, immer wen ich interviewen sollte. Und diese Person habe ich dann direkt eingeladen, wo das Erlebnis eben noch ganz frisch war. And I did this with Parry. You know, Parry, Sasha in Parry. Parry was living in Lucknow and he did the filming and I did the talking. Und das habe ich auch mit Pari gemacht, von Satya und Pari. Der war damals auch in Lucknow und er hat gefilmt und ich habe dann den Ton aufgenommen. So anyway, after some time I went to Papaji. Und nach einiger Zeit ging ich dann zu Papaji. I wanted to get his kind of blessings for this project. Ich wollte seinen Segen für dieses Projekt. And I don't know if you've been to his house, but he had this living room and bedroom and a small hallway in between, and there was a bench. Und in seinem Haus, da gab es ja dieses Wohnzimmer und sein Schlafzimmer und dazwischen war ein ganz kleiner Flur mit einer kleinen Bank. So we sat together on this bench. Und so saßen wir gemeinsam auf dieser Bank. This very big man and me sitting next to him, wondering what was going to happen. Und dieser große Mann und ich saß neben ihm und wunderte mich, was jetzt geschehen würde. So I had a lot of passion about my project. So I told him with all my passion about this project. Und ich habe ihm ganz leidenschaftlich von meinem Projekt erzählt. And at the end, he didn't say anything. Und am Ende hat er gar nichts gesagt. And my intuition told me that he was saying no. Und meine Intuition sagte mir, dass das ein Nein ist. But he didn't actually say anything. You know, we were kind of communing in silence. Aber er sagte nicht wirklich etwas. Wir saßen dann einfach nur in Stille. So I was feeling shocked because I thought my project was quite lovely. Und ich war da ziemlich schockiert, weil ich dachte, mein Projekt wäre doch eigentlich ein sehr schönes Projekt. And then he got a piece of paper. Und dann hat er ein Papier rausgeholt. And on the top of the paper he wrote. Und oben auf das Papier hat er geschrieben: Day by day with Papaji. Tag für Tag mit Papaji. And I recognized this book because Ramana Maharshi has such a book, has such a title. Und ich erkannte das wieder, weil es gibt ein Buch mit demselben Titel von Ramana Maharshi. And suddenly he wrote on the bottom John David. Und dann schrieb er unten hin John David. So this is another shock. Und das war ein weiterer Schock. So he didn't like my project and suddenly he seemed to be giving me another project. Ihm schien mein Projekt nicht zu gefallen, aber er schien mir ein neues Projekt zu geben. And I can't really remember if he had any ideas how I was supposed to do this project, but probably not. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich irgendwelche Vorstellungen davon hatte, wie das Projekt zustande kommen könnte, oder er, aber wahrscheinlich nicht. Anyway, what came out of that was very lovely because suddenly I was invited to sit next to Papaji in the Satsang. Aber was dann sich daraus ergab, war wunderschön, weil ich wurde plötzlich eingeladen, neben Papaji im Satsang zu sitzen. On the right-hand side of Papaji sat the guy doing the audio recording. Rechts von Papaji saß ja immer der den Ton aufnahm.
Prashanti. Prashanti. And I got the seat on the left side. Und ich bekam plötzlich den Platz auf der linken Seite zugewiesen. So this was very, very lovely because I could see Papaji's face. Das war wunderschön, weil ich konnte Papajis Gesicht sehen. And I could see the face of the people that sat in front of Papaji. Und ich konnte das Gesicht der Leute sehen, die vor Papaji saßen. And normally I would come at the end of the beginning of the meeting and sit at the back of the hall. So I never saw the faces of the people. Also normalerweise saß ich bei den Meetings eigentlich immer ziemlich hinten, deshalb hatte ich nie die Gesichter der Leute gesehen. And maybe you can remember that people would write letters to him. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, die Leute, die schrieben ja damals Briefe zu ihm. But very often he didn't really answer the letter. He was actually talking to people's faces. Aber häufig antwortete er nicht wirklich dem Brief, sondern sprach zu den Leuten, schaute sie dabei an. So I was very touched. I was sitting there. I could see the face. I could see Papaji. I could see him not answering the letter, but actually answering what he could see on the face of the people. Und ich war sehr davon berührt. Ich konnte Papaji sehen, ich konnte die Leute sehen, ich konnte sehen, wie er ihnen antwortet und dass er eben nicht auf den Brief antwortet, sondern auf das antwortet, was er in den Gesichtern der Leute sieht. And I was very touched to see that he was really a master, because in maybe 1 minute, when people got up and walked to the front, in that 1 minute or 2 minutes, he could somehow know a lot about that person. Und ich konnte sehen, dass er wirklich ein Meister ist, nämlich in der halben Minute, wo sie vielleicht aufstanden und nach vorne gingen. In dieser Zeit konnte er jede Menge über diese Person sehen. I don't know if people really talk about that. Ich weiß nicht, ob Leute wirklich darüber sprechen. But it was deeply touching for me to experience that process where he was reading the people's energy, how they walked, how they looked on their face. And then he was somehow confronting or responding to what he could feel and see. Aber er konnte in der Tiefe wirklich die Energie der Menschen lesen, wie sie sich vielleicht bewegen oder wie die Energie um sie herum ist. Und dann hat er diese Dinge entweder konfrontiert oder gespiegelt, irgendwie darauf reagiert. Anyway, at the end of the meeting, I was given all the lessons. Am Ende der Satsangs bekam ich dann immer die ganzen Briefe. So somehow I was supposed to take the questions and put it together with the answers. Also ich sollte die Fragen nehmen und die mit den Antworten zusammenbringen. But I didn't have any kind of skill to make a book or to do what I've just said, and so actually I didn't do very much. Aber ich hatte damals nicht wirklich die Fähigkeit, ein Buch zu machen, also habe ich nicht wirklich viel damit gemacht. And as the time passed, several months passed, I figured out that I was perhaps there getting a kind of apprenticeship. Und nach einigen Monaten hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht dort bin, um so in der Lehre zu sein. Because for me it was a wonderful kind of learning about, I don't know, I can't really explain it, but meeting the people one by one and understanding the depth of the people. Für mich war das wirklich eine ganz tolle Ausbildung und großes Lernen, wirklich die Leute so nacheinander kommen zu sehen und wirklich etwas über sie zu lernen. So at the end of that time in Lucknow, I hadn't really done anything with this project. Also am Ende meiner Zeit in Lucknow hatte ich mit dem Projekt gar nichts gemacht eigentlich. And with my own project, I continued doing the interviews, but I didn't do anything else. Und mein eigenes Projekt, da habe ich weiterhin Interviews gemacht, aber mehr auch nicht. It was about 12 years later that I started the book. In fact, my first book that became Papaji Amazing Grace. Erst 12 Jahre später habe ich damit dann mein erstes Buch gemacht. Das hat den Titel
Papaji, Amazing Grace. Auf Deutsch heißt das Papaji, Kraft der Gnade. So this book has been very popular because it's very, very touching to read how people came to Papaji, what kind of people came, and then what happened to them, and what happened maybe after. This whole thing was very touching. It made a beautiful book. Also das Buch ist sehr, sehr beliebt, weil es viele, viele Menschen berührt zu lesen, wie Leute zu Papaji kamen, wie ihre Erfahrung da war und wie es dann mit ihnen weiterging. And when I was putting this book together, Und als ich dieses Buch gemacht habe, Papaji was directing everything. da hat Papaji alles quasi geleitet, geführt. I mean, this is about 15 years ago now. Das ist ungefähr 15 Jahre jetzt her. At that time, I'd never made a book. Damals hatte ich noch nie ein Buch gemacht. And nobody in our community had ever made a book. Und niemand in unserer Gemeinschaft hatte je ein Buch gemacht. We didn't know anything about publishing or printing, anything. Wir hatten überhaupt keine Ahnung von ein Buch zu drucken oder ein Buch zu veröffentlichen. But we were full of a kind of enthusiasm. Aber wir waren voller Enthusiasmus. And as I say, upstairs directed us. Und wie ich schon sagte, von da oben wurden wir geführt. So at the end, when we were ready to print, am Ende, kurz bevor wir es drucken wollten, we wanted to put Papaji's photo at the beginning of every chapter. Hatten wir die Idee, dass wir ein Foto von Papaji am Anfang jedes Kapitels reinsetzen. And we discovered that in Europe you couldn't do that. Und dann haben wir entdeckt, dass man das in Europa überhaupt nicht machen kann. In Europe you can only put pictures every 16 pages. In Europa kann man nur alle 16 Seiten ein Bild reinbringen. So that book, our first book, we had it printed in China. Also haben wir das erste Buch in China gedruckt. Because in China they put these colored pictures at the beginning of the chapter, they put them in by hand. Weil in China werden diese Fotos am Anfang jedes Kapitels von Hand reingetan. Which, you know, it would be impossibly expensive in Europe. In Europa ist das einfach viel zu teuer, das zu machen. So when I would look back, I can't hardly believe that we would have got the books printed in China, you know, because, of course, China's a long way away and we had no way to supervise them. Also wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich kaum glauben, dass wir die in China gedruckt haben, weil China ist ja sehr weit weg und für uns gab es gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu supervidieren. And once the book was published, we got a lot of people telling us what a beautiful design our book was. Und nachdem das Buch veröffentlicht war, haben wir sehr viel positives Feedback über das Design bekommen. And part of our design was to have always in the beginning of a chapter some kind of colored pictures. Und ein Teil unseres Designs war am Anfang jedes Kapitels Farbfotos zu haben. My next book was Blueprints for Awakening, when I interviewed Indian masters. Mein nächstes Buch war Facetten des Erwachens, wo ich indische Meister interviewt habe. And again, you know, at the beginning of every chapter, we wanted to put the picture of the master. Und wir wollten wieder auch dort am Anfang jedes Kapitels ein Farbbild vom Meister haben. So we also printed in China. Und das haben wir auch in China gedruckt. And this went on for a few years, you know, getting our books from China. Und das haben wir einige Jahre lang gemacht, die Bücher in China gedruckt. But anyway, recently we're printing our books in Poland. Aber seit einiger Zeit drucken wir jetzt unsere Bücher in Polen. Ja, wie soll denn das neue Projekt aussehen? Also, was möchtest du mit dem Film rüberbringen und wie soll er gestaltet werden? So how will the new project look like? What do you want to bring across with the film and the book? Well, it's not going to be like Papaji was suggesting. Sorry, it's not? It's not going to be like Papaji was suggesting to me. Es ist nicht das Buch, wie Papaji es mir vorgeschlagen hatte. Because he was suggesting a daily diary of his meetings. Er hatte vorgeschlagen, so ein Tagebuch seiner Meetings herauszubringen.
So actually what happened was that recently the community around me made a film about my life. Also was geschah war, dass die Gemeinschaft, in der ich lebe, die hat ja einen Film herausgebracht über mein Leben. It's called Adventures in Consciousness. Das heißt Abenteuer im Bewusstsein. And when we had our first showing to the community, maybe there was about 25 people. Und als wir den Film zum ersten Mal in der Gemeinschaft angesehen haben, da waren vielleicht so 25 Leute da. Somehow this day by day with Papaji, this story came out suddenly after the film. We were talking together, and suddenly, I can't remember where it came from, but suddenly, after 25 years, I remembered this story that I've just told you. Und wir haben dann danach zusammengesessen, über den Film geredet, und jetzt 25 Jahre später ist mir dann plötzlich diese Geschichte eingefallen, die ich dir gerade erzählt habe. And suddenly there was a very energetic moment in the room. Und da war ein sehr energetischer Augenblick im Raum. Everybody said, wow, it's a great project, great project. We make a project that's all about Papaji. Und alle haben gesagt, oh ja, toll, wir machen ein Projekt, wo es nur um Papaji geht. Because our community is very much focused on Papaji and his teaching. Weil unsere Gemeinschaft ist sehr auf Papaji und seine Lehren fokussiert. And so suddenly, the title came back, Papaji Day by Day. Und plötzlich kam dieser Titel zurück, den er gegeben hatte, Papaji Day by Day, also Tag für Tag. And in that moment I remembered a book by Ram Dass. Und in dem Augenblick fiel mir ein Buch von Ram Dass ein. It's called Miracle of Love. Das heißt, das Wunder der Liebe. And Ram Dass collected many, many stories about his guru, Neem Karoli Baba. In dem Buch hat Ram Dass ganz viele Geschichten gesammelt über seinen Guru Neem Karoli Baba. So suddenly in that moment, it was clear to me that we're going to collect lots of stories about Papaji, how people met him, what happened when they met him, all kind of little stories. And I put it all together in a book, and we would also make a film. Und in diesem Augenblick war mir klar, dass wir eben ein Buch machen, wo Leute beschreiben von ihrer Erfahrung mit Papaji, wie sie ihm begegnet sind, wie ihre Zeit mit ihm war, und dass wir auch einen Film davon machen. And actually from my other projects, I already had many stories that people told me. Und aus meinen vorherigen Projekten habe ich schon viele Geschichten, die Leute mir erzählt haben. And then I just started. Ja, und dann bin ich angefangen. First I asked some friends, would you like to tell me your stories? Erst habe ich meine Freunde gefragt, möchtet ihr mir eure Geschichten erzählen? And we're doing it on Zoom, so I'm also getting film material. Wir machen das über Zoom, das heißt, ich bekomme auch Filmmaterial. And some friends of yours, I think you know Bliss Video. Und Freunde von dir, du kennst ja die Leute von Bliss Video. They have a lot of material, like day by day with Papaji material, playing cricket, going to the market, having breakfast, just kind of ordinary stuff in Papaji's life. Wir haben so ganz viel Filmmaterial über Papajis alltägliches Leben, wie er Cricket spielt, wie er einkaufen geht, einfach so diese ganz normalen Sachen. So they're very kindly letting us use that material. Und die sind so nett, dass wir das Material alles nutzen dürfen. And we've got all this Zoom material where people are telling their stories. Und wir haben halt jetzt dieses ganze Zoom-Material, wo die Leute ihre Geschichten erzählen. So we've done 15 minutes of the film. Wir haben jetzt schon 15 Minuten vom Film. And actually it's very, very beautiful. Und es ist schon wunderschön. Because the combination of Papaji walking to the market to buy vegetables and somebody telling a story, not necessarily about walking to the market, but just some very personal story. It's like a wonderful marriage, you can say, and it brings out very strongly Papaji's nature, his being, very strongly. Also einfach Bilder zu sehen, wie der Papaji zum Beispiel auf dem Gemüsemarkt einkauft und dann gleichzeitig eine ganz persönliche Geschichte von jemandem zu hören, der mit ihm war. Das bringt ganz stark seine Energie rüber. So this project
Sorry. John David, was bedeutet für dich Papaji? Du warst 5 Jahre bei ihm, glaube ich. Ja, kannst du das in Worte fassen, was er für dich ist, auch was er jetzt noch vielleicht in deinem Herzen für dich ist? Can you express in words what Papaji means for you? What he is for you in your heart? You have spent 5 years with him. Yeah, I can't do that, no. But I can tell you that he's probably the person I have loved more than any other person. Also das kann ich nicht machen, aber ich kann dir sagen, dass er die Person ist, die ich mehr geliebt habe als jede andere Person. I mean, you can't really compare, of course. Man kann es nicht wirklich vergleichen, natürlich. I mean, love is love. You know? Liebe ist Liebe. But for example, this book, which I'll send you, Meetings with Remarkable People. Also dieses Buch, Gesichter der Freiheit, was ich dir schicken werde. This was 2 years ago. Vor 2 Jahren haben wir das And rausgebracht. I didn't really decide who these remarkable people were going to be. Also ich habe nicht wirklich entschieden, wer diese besonderen Leute oder bedeutungsvollen Leute, auf Englisch heißt das remarkable, bedeutungsvollen Leute, da rein sollen. As I started working on putting the book together, Und als ich anfing, das Buch zusammenzustellen, upstairs took over. hat dieses oben das übernommen. But the upstairs was represented very strongly by Papaji. Aber dieses da oben war sehr stark, Papaji war da sehr stark drin repräsentiert. This is a bit of a subtle thing, but, you know, upstairs, how do you divide upstairs into Papaji, Ramana Maharshi or something, you know? But in that project, I could feel Papaji representing upstairs. Das ist ein bisschen subtil, weil wie soll man dieses oben aufteilen in Papaji, Ramana Maharshi, irgendwelchen anderen, aber während dieses Projekts konnte ich das irgendwie spüren, dass da Papaji unglaublich präsent war. So when you get your copy, you'll see that it contains all the most well-known Papaji ambassadors. Also wenn du da ein Exemplar von hast, wirst du sehen, dass es die bedeutendsten Papaji-Botschafter enthält. So Gangaji is there, Isaac is there, Muji is there. Gangaji, Isaac, Muji, die sind alle da drin. So, I mean, this was very strange in a way, you know, that as I was doing that book, I've written in the introduction, you should read the introduction, I'm explaining how upstairs kind of took the project over. Also das war wirklich sehr merkwürdig. Wenn du die Einleitung liest, dann kannst du lesen, wie ich darüber schreibe, wie dieses oben einfach das dirigiert hat, das übernommen hat. So, for example, in the book is Michael Barnett. Michael Barnett ist zum Beispiel in dem Buch. He's become a kind of lovely friend in his last years. In den letzten Jahren sind wir sehr liebevolle Freunde geworden. So I put him in that book. Also ist er in dem Buch. And in fact, he left his body just before we finished the book. Er hat seinen Körper verlassen, kurz bevor wir dieses Buch zu Ende gebracht haben. And so, but he was the only Osho teacher in the book. Er ist der einzige Osho-Lehrer in dem Buch. But suddenly, we had a homage page to Papaji. Und plötzlich, hatten wir entschieden, dass wir eine Hommage-Seite für Papaji machen. We had a homage page to Neem Karoli Baba because Krishna Das and Ram Das were both in the book. Und wir haben Hommage-Seiten für Neem Karoli Baba, weil Krishna Das und Ram Das in diesem Buch waren. And suddenly, just before we went to the printer, upstairs told me, you have to put Osho in the book. Und kurz bevor wir das Buch zum Drucker geben wollten, wurde mir von oben gesagt, du musst auch eine Hommage-Seite für Osho in das Buch machen. So we also did a homage page for Osho. Und das haben wir dann auch gemacht. So I kind of love this sort of production, you know, because it's not really personal anymore. It's, I don't know. I mean, I don't know how it works. You asked me about to express my love for Papaji. So I hope what you can understand from my talking is that
that love is not like I love you. Love is like I'm describing, you know, I can say. Also, ja, ich liebe das, diese Art von Liebe. Also du hast mich ja gefragt, ob ich die Liebe ausdrücken kann. Und du verstehst vielleicht, dass diese Liebe nicht so eine Ich liebe dich Liebe ist, sondern For example, I never met Neem Karoli Baba. Ich bin Neem Karoli Baba nie begegnet. But I feel completely, I don't know how to describe, if you like, I completely love him. Or we love each other, or love happens between us. Aber ich liebe ihn total, oder er liebt mich, oder Liebe geschieht zwischen uns. Ich glaube, dass jetzt die anderen aus dem Team vielleicht auch Fragen haben noch. Vielleicht, wer möchte mal anfangen? Others from the team also may have questions. Sure. Ja, ich würde gerne fragen, welche Botschaft Papaji in die Welt gebracht hat. I would like to ask which message brought Papaji into the world. So, can you say it again? Which message did bring Papaji into the world? Well, probably the most important is that you are already free. Also die wichtigste Botschaft ist die, dass du schon frei bist. Und hast du bei Papaji Freiheit erfahren? Did you experience freedom with Papaji? Sorry, what? Did I experience? Mm-hmm. Did you experience? Yeah. Yeah, I spent 15 years with Osho. Ich war 15 Jahre bei Osho. And I was doing a lot of efforts to become free. Und da habe ich sehr viel Anstrengung unternommen, frei zu werden. And then I spent 3 weeks with Papaji. Und nach 3 Wochen bei Papaji. And I understood freedom. Da verstand ich plötzlich die Freiheit. Und hat er was Bestimmtes zu dir gesagt oder wie? And did he say something special to you, or how did you understand? Well, I mean, in that time, you would write a question to Papaji. Damals, da schrieb man Papaji eine Frage. And so in that 3 weeks, I wrote 3 questions. Und in diesen 3 Wochen habe ich 3 Fragen aufgeschrieben. And my second question was a very, very clever question. Meine zweite Frage, die war unglaublich clever. And my question was, how can I remove the block? Meine Frage war, wie kann ich die Blockaden loswerden? Because I was coming from Osho, and in Osho's ashram there was a lot of talk about blocks. Ich kam ja von Osho, und in Oshos Ashram, da redete man immer ganz viel über Blockaden. And you had to pay a lot of money to go to these workshops in his ashram where you maybe could remove your blocks. Und man zahlte viel Geld, um an Workshops in seinem Ashram teilzunehmen, wo man eventuell seine Blockaden loswerden kann. And so, anyway, I asked this question. I thought, you know, he's bound to have some very good techniques for getting rid of blocks. Also fragte ich diese Frage, weil ich dachte, er hätte bestimmt eine super Technik, wo ich die Blockaden loswerden könnte. And he said to me, show me your blocks. Und er sagte zu mir, zeig mir deine Blockaden. So in that moment, he nearly killed me. In dem Augenblick hat er mich fast umgebracht. But actually, I staggered on to another meeting. Aber ich machte es noch zu einem weiteren Satsang. And in the third meeting, there was a very strong, energetic meeting between him and myself. Und in dem dritten Satsang gab es dann eine ganz starke energetische Begegnung zwischen ihm und mir. He destroyed me in that meeting. He nearly destroyed me in the second one, but I staggered on, and in the third one, he destroyed me. In dem Meeting hat er mich zerstört. Es ist fast im zweiten geschehen, aber ich bin dann noch weiter gelaufen, und in dem dritten hat er mich dann zerstört. And then I couldn't really leave. Und dann konnte ich nicht wirklich gehen. So I stayed another 4 years.
Also blieb ich weitere 4 Jahre. And I never asked him another question. Und ich habe ihm nie wieder irgendeine Frage gestellt. Danke. Das Zerstören, was du jetzt beschrieben hast, heißt das, dass die Identifikation mit deiner Persönlichkeit weggefallen ist? The destroying which you describe, does it mean that the identification with your personality dropped? Yeah. My identity with John David, with Premananda, with John David, or whatever I was, whatever it was that I thought I was destroyed. Ja, die Identität mit Premananda, John David, was immer ich von mir gedacht hatte, war zerstört. If you say now if you use the word I, what is it for you? What kind of feeling is there when you say this? I mean, it just represents something convenient. You can say it represents the one who's now talking to Deva Setu. Es weist auf denjenigen, der jetzt gerade zu Deva Setu redet. But who is Deva Setu and who is John David? Aber wer ist Deva Setu und wer ist John David? Aber deine körperlichen, sinnlichen Wahrnehmungen, die gehen ja von deinem Körper aus. Erlebst du deinen Körper noch als Fokus? But your sensual and bodily perceptions, they are there. Do you still perceive your body as a focus? As a focus, I'm not focused on my body. Ich bin nicht auf meinen Körper fokussiert. I have a body. Ich habe einen Körper. There is a body. Es gibt einen Körper. Ich meine, weil du kannst ja nur hören, was im Bereich der Hörfähigkeit deiner Ohren ist und sehen, was deine Augen sehen können. Gibt das nicht einen natürlichen Fokus, dass der Körper, dass das Leben, was durch dich geht, durch den Körper geht? You only can hear what your ears allow you to hear and see what your eyes can perceive. So doesn't this give a natural, was war das, Fokus? Was hast du gesagt? Ja, eine Fokussierung eben auf dem Körper, dass der Körper ein natürlicher Fokus ist für das Bewusstsein. So through this, doesn't the body becomes a natural focus for the consciousness? Not for me. Für mich ist there's a practicality. For example, I have these earphones connecting to my computer, which connects to your computer, connects to your, to what you're saying. So in that way, but I'm not focused about my body. I have there's something else which is hard to explain. It's more of an energy phenomena. It's a mixture of here and upstairs. I don't really know how to explain it. I mean, es ist eher so was Praktisches. Es ist so ein bisschen wie jetzt meine Kopfhörer sind verbunden zu dem Computer. Dieser Computer ist zu deinem Computer verbunden. Es ist eher so eine Mischung aus Energie und oben und I mean, I was going to say that actually love is a good word. Liebe ist ein gutes Wort. So if you want somewhere where I'm focused, I could say I'm focused on love. Also wenn du irgendwas suchst, worauf ich fokussiert bin, dann würde ich sagen, ich bin auf Liebe fokussiert. But not love like, I love you. It's like a love which represents everything. Aber nicht so eine Liebe, ich liebe dich, sondern eher so eine Liebe, die alles repräsentiert. There is some kind of phenomena which people might call consciousness, the self, God, which
the word love actually is perhaps the best word. Es gibt so ein Phänomen, was Leute versuchen mit den Worten Bewusstsein oder Gott oder Selbst zu beschreiben. Aber Liebe ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Kann ich da noch was zwischenfragen? I would like to ask something. Ist Liebe immer so zeitlos? Is love always timeless? What do you mean by timeless? Was meinst du mit zeitlos? Ja, weil Liebe kann ja auch, taucht auf und taucht auch wieder ab. Also ist da dann schon eine Zeit drin oder ist damit diese tiefe Liebe gemeint, die mit Bewusstsein und Gott gleichgesetzt ist? Because love comes and love goes. There's a time in it. Or do you mean with this the deep love which is connected to God? Or It's very difficult to talk about, isn't it? schwierig darüber zu sprechen, ne? Because, love is supposed to be always nice. Weil wir glauben immer, dass Liebe schön ist. Immer schön. But I would say it's not always nice. Aber ich würde sagen, es ist nicht immer schön. My idea of love also includes stuff that's not so nice. Meine Vorstellung von Liebe beinhaltet auch Dinge, die nicht unbedingt schön sind. But probably most people would not really agree with that definition of love. Aber die meisten Leute werden mit dieser Definition von Liebe wahrscheinlich nicht übereinstimmen. So in that sense that I'm using the word love, I could say it's timeless. Also so könnte ich dann, in diesem Sinne könnte ich sagen, dass die Liebe zeitlos ist. So for example, David Setu wanted to know why I stopped Premananda. Der Devasito, der wollte ja wissen, warum ich den Namen Premananda abgegeben habe. So probably I can give you a better reason if as you want to get a reason. Ich kann dir wahrscheinlich einen besseren Grund geben, wenn du einen Grund haben möchtest. Because this name means unconditional love. Der Name bedeutet, wie sagt man im Deutschen, unkonditionierte Liebe. And during this 10 years, because it was exactly 10 years I had this name. Ich hatte den Namen für 10 Jahre und während dieser 10 Jahre in this 10 years, I came to feel that I came to this unconditional love. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich zu dieser unkonditionierten Liebe, bedingungslosen Liebe gekommen bin. So it felt like I was given this name for kind of a purpose, a kind of reminder. Ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Namen aus einem Grund bekommen hatte, als eine Erinnerung. And at the end, when suddenly there was a sort of message, now you don't need this name, it was somehow connected to a sense that I came to this unconditional love. Und plötzlich, als da so diese Botschaft kam, dass dieser Name nun vorbei ist, da kam gleichzeitig auch diese Botschaft, dass ich da angekommen bin bei der bedingungslosen Liebe. But of course, when you start to talk about that, it sounds a bit presumptuous or arrogant or I don't know. I mean, I never would have spoken it like that. It was just a happening. Aber wenn man darüber spricht, dann klingt das vielleicht ein bisschen anmaßend oder ein bisschen arrogant. Also ich würde da nie drüber sprechen, ich habe da nie drüber gesprochen, aber so irgendwie hat sich das angefühlt. Ich habe da auch noch eine Frage zur Liebe, die mich beschäftigt. I also have a question about love. Und zwar interessiert mich persönlich, ist Liebe, also diese nicht konditionierte Liebe, das, was ich bin, oder ist sie ein Ausdruck dessen, was ich bin? So this unconditional love, is this what I am, or is it an expression of what I am?
I think it's both, probably. Beides. I never thought about it. I mean, maybe you can say it one more time, but my quick answer would be it's both. Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, aber mein erstes Gefühl ist, es ist beides. Ich frage das auch deswegen, weil ja vorhin wir gehört haben, dass das, was ich bin, darüber kann man eigentlich nicht sprechen. Man kann es sozusagen nicht erfahren. I also asked this because, I mean, before we talked about that this, what I am, it's not possible to talk about. It's only possible to experience. Und diese Liebe kann ja quasi erfahren werden. Und deswegen die Frage, ist diese Liebe, diese unconditional love, ist sie das fundamentale Selbst oder ist sie ein Ausdruck davon? But this love can be experienced, and therefore the question, is the love the fundamental self or is it an expression of it? Oder eine Manifestation des Selbst. Ne? Das treibt mich so. Manifestation of the self. This is what I'm now. Well, I think I would say even more strongly now that it's both. Also ich würde jetzt noch mal deutlicher sagen oder sehen, ja, das ist beides. Because actually there's no separation. Weil es gibt keine Trennung. You know, it's like everything is one, and I'm calling that everything love. Also alles ist eins und dieses alles, das würde ich Liebe nennen. But you know, I don't walk around saying that. Aber ich gehe jetzt nicht so rum und sage das. I'm just desperately trying to answer these difficult questions, you know, but normally I don't walk around saying that about love. You know, it's just what's going on. It's just every moment. Also ich gehe jetzt nicht rum und nenne das so. Ich versuche jetzt einfach diese Fragen zu beantworten. Aber es ist einfach. Es ist ja da, jeden Augenblick. I mean, I've kind of understood that for many years. Also ich weiß das seit sehr vielen Jahren. And, you know, when I first started traveling around Europe giving meetings, als ich anfing, durch Europa zu reisen und Satsang zu geben, I tried to encourage people to have a bigger idea about love than I love my girlfriend or I love my boyfriend. Da habe ich versucht, die Leute zu ermutigen, eine größere Vorstellung von Liebe zu entwickeln, als dieses ich liebe meinen Freund oder ich liebe meine Freundin. And then, of course, I got into trouble because then people said, oh, he's against relationship. He's against marriage. He's against, you know. Und da gab es ganz viele Schwierigkeiten, weil viele Leute gesagt haben, der ist gegen Beziehung, der ist gegen Heiraten. And so, actually, I didn't talk about it. At a certain point, I stopped talking about it. Und an einem bestimmten Punkt habe ich dann aufgehört, darüber zu sprechen. But for example, in the community where I'm living with 18, 20 people, in der Gemeinschaft, wo ich mit 18, 20 Menschen lebe, we've almost completely stamped out the idea of I love you. Also wir haben diese Vorstellung von ich liebe dich fast komplett hinter uns gelassen. It's been a difficult campaign. It's taken already 16 years. Also es war eine schwierige Kampagne. Also die hat auch 16 Jahre, dauert die schon an. We lost many good people through what we call love bubbles. Wir haben viele gute Leute verloren durch, was wir Love Bubble nennen, eine Liebesblase. But now this love bubble, which always used to be 2 people, aber diese Love Bubble, die normalerweise oder vorher immer nur 2 Leute beinhaltete, this is now expanded. We have a very big bubble. Die hat sich nun ausgedehnt. Wir haben jetzt eine riesengroße Blase, eine riesengroße Bubble. And it contains the whole community. Und die beinhaltet die ganze Gemeinschaft. And also it includes what I call Sangha, which are kind of closer students who don't live in the community.
Und die beinhaltet auch die Sangha, also das ist eine weitere, eine Gruppe, die über die Gemeinschaft hinausgeht. So this is a very beautiful manifestation of what I can't really explain, but a bigger idea of love. Ja, das ist eine wunderbare Manifestation von etwas, was ich sehr schwer erklären kann. Eine wirklich größere Vorstellung, eine weitere Vorstellung von Liebe. And I would say that maybe, you know, in the future, when people are trying to understand what happened in this community, what was the point of this community? In der Zukunft, wenn ich vielleicht den Leuten erkläre, warum es diese Community gegeben hat. It will be to do with this subject of love, to actually live it, or to live satsang, if you want to call it like that. Ja, das hat zu tun mit Liebe, die Liebe zu leben. Oder Satsang zu leben, wenn man es so nennt. I mean, in the end, what is satsang actually about? Also wo geht es denn im Satsang? It's not about a lot of words. It's not about a lot of understanding. It's about an experience of, I would say, love. Da geht es ja nicht um viele Worte, um Verstehen. Es geht ja um eine Erfahrung von Liebe. Papaji had this amazing ability to connect us with what I'm calling love. Papaji hatte diese unglaubliche Fähigkeit, uns mit der Liebe in Kontakt zu bringen, uns wirklich damit zu verbinden. And it was very common that people, when this happened to them, when they suddenly got this profound connection inside themselves, I mean, now again, it's very difficult to find the right words, but when this explosion happened, very often people would say, I always knew that. Und wenn diese Explosion geschah, wenn die Leute da wirklich waren, da haben die Leute ganz oft gesagt, ich kannte das schon vorher. So I would say that's because, you know, home is love. Und das liegt daran, weil es Zuhause Liebe ist. We come from love and we go back to love, and Papaji had this ability to, how can I say, make love the practical reality of every moment of our life. Wir kommen von Liebe und wir gehen zur Liebe, und Papaji hatte die Fähigkeit, also die Liebe wirklich in jedes Detail, jedes praktische Ding unseres Lebens hineinzubringen. For example, I can tell you a little story. Ich kann zum Beispiel eine kleine Geschichte erzählen. So one of his earliest students was called Murray. Einer seiner frühen Schüler, der hieß Murray. He's a very lovely man. Ein sehr liebevoller Mann. He's never given public meetings. Der hat nie Satsang gegeben. But anyway, he told me the story that one day he was with Papaji. Aber er erzählte mir die Geschichte, dass er eines Tages bei Papaji war. And already since a few days, he'd become very, very silent. Und er war schon über einige Tage sehr, sehr, sehr still geworden dort. He was sitting upstairs with Papaji in Papaji's house, or his family house. Er saß mit Papaji oben in seinem Haus. And Papaji suddenly said to him, I'm going downstairs to make some yogurt. Und plötzlich sagte Papaji zu ihm, ich gehe jetzt nach unten, um Joghurt zu machen. And so they both went downstairs. Also gingen sie beide nach unten. And Papaji could see that Murray was a little bit pissed off that Papaji apparently was interrupting this moment, this silent moment between them. Und Papaji konnte sehen, dass der Murray ein bisschen ärgerlich war, dass der Papaji diesen stillen Augenblick zwischen den beiden zerstörte. And so Papaji, then suddenly Papaji said to Murray, where is your silence now? Und plötzlich sagte dann Papaji zu Murray, wo ist denn jetzt deine Stille? And Murray looked. Murray schaute. And he said, it's still here. Und er sagte, die Stille ist immer noch da. And Papaji said, that's why I came downstairs to make the yogurt. Und Papaji sagte zu ihm, deshalb bin ich runtergegangen, um Joghurt zu machen. So this is always there.
Es ist immer da. You see, it's always there. Whether you're upstairs or downstairs making yogurt, it's always there. Ob du oben bist oder nach unten gehst und Joghurt machst, es ist immer da. It's the ground, it's the home, it's the, I don't know the right thing. You can call it the consciousness or the self or God. I mean, whatever word you like to use, really. Es ist der Boden, es ist das Zuhause, es ist das Bewusstsein, was immer du auch. And Papaji was the master to bring people to experience that, and in such a deep way that they never forgot. Und Papaji war ein Meister darin, die Leute damit in Kontakt zu bringen, in so einer tiefen Art und Weise, dass sie es nicht vergessen konnten. He had somehow an enormous clarity or enormous power. Er hatte eine unglaubliche Klarheit und Kraft. So, for example, in my case, I can give people a kind of glimpse of that. Also ich kann Leuten darin einen Einblick verschaffen. But usually they forget after a few days. Aber die vergessen das dann wieder nach ein paar Tagen. But with Papaji, there were many people who didn't forget. Aber bei Papaji, da gab es viele Leute, die haben das nicht wieder vergessen. So I think this is, you were asking, you know, what did Papaji bring? I think that's somehow what he brought. Du hast gefragt, also was ist das, was Papaji gebracht hat? Und das ist was. You know, I spent 15 years with Osho. Ich habe 15 Jahre mit Osho verbracht. And Osho completely changed my life, you can say. Osho hat total mein Leben verändert. So I have great gratitude towards him. Ich habe eine große Dankbarkeit ihm gegenüber. But you see, he didn't have the clarity that Papaji had. Aber er hatte nicht diese Klarheit, die Papaji hatte. I mean, he had all his thousands of disciples busy meditating, busy doing seminars, busy doing something to become enlightened in the future. Also Tausende von seinen Schülern waren beschäftigt, zu meditieren, an Seminaren teilzunehmen, irgendetwas zu machen, um in der Zukunft Erleuchtung zu erlangen. Recently, I was talking with Eli Jackson Bear about getting his stories. Kürzlich habe ich ein Interview geführt mit Eli Jackson Bear. And he was telling me that it just happened that when he was with Papaji in the beginning, he was there on the day that Osho left his body. Und am Anfang, als er bei Papaji war, war er da, als der Osho seinen Körper verlassen hatte. And apparently Papaji said to Eli Jackson Bear, und er sagte, dass Papaji zu Eli gesagt hat, very sad, all those thousands of people, and Osho never liberated them. Das ist wirklich traurig, diese Tausende von Leuten, und der Osho hat sie nicht befreit. And this is really true. Und das ist wahr. You know, I live in Cologne. Ich lebe in Köln. It's having one of the biggest Osho centers in the world. Das ist eines der größten Osho-Center der Welt. And they have a huge program. They publish a big book every year of all the different things you can do in order to become free. Und die haben ein Riesenprogramm, was sie jedes Jahr rausbringen, also mit allen möglichen Dingen, die man tun kann, um frei zu werden. And Papaji said to me, show me your block. Und Papaji sagte einfach zu mir, zeig mir deine Blockaden. I couldn't find any blocks. Ich konnte keine Blockaden finden. And so in that moment, I realized block was just an idea in my mind, which is completely false. In diesem Augenblick konnte ich sehen, dass die Blockaden einfach nur eine Vorstellung in meinem Verstand sind, die total falsch ist. And therefore, I would say Papaji will, in the fullness of time, he will become a kind of Buddha of the 20th century or 21st century. Und deshalb würde ich sagen, dass Papaji nach einiger Zeit ein Buddha des 20. oder 21. Jahrhunderts werden wird. And I think I hope my project now is going to contribute to that. Und ich hoffe, dass mein Projekt dazu beitragen kann. I'm even tempted to change the title. Ich bin sogar in Versuchung, den Titel zu ändern. At the moment it's Papaji in big letters, Papaji day by day.
Also jetzt ist der Titel ja Papaji, Day by Day. But how about Buddha of the 21st century? Wie wäre es, wenn man das nennen würde, Buddha des 21. Jahrhunderts? Because this contribution where he could show people very quickly, I mean, it depended, of course, it depended how you were prepared. I mean, if you came to Papaji already prepared, or you came to him completely unprepared, there would be some difference. But if you came prepared, or I would say if you came innocent, he was very good with people who were innocent also, not just people who had been prepared, but also with innocent people. Also es kam mal darauf an, ob man vorbereitet war oder nicht vorbereitet war. Oder ich würde sagen, Leute, die unbedarft waren. Er war wirklich super gut mit unbedarften Leuten. I like to tell a story about an Australian guy I met one night in the hotel bar. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen von einem Australier, dem ich nachts einmal in der Hotelbar begegnet bin. He'd come to Lucknow looking for his friends. Er kam nach Lucknow, weil er seinen Freund besuchen wollte. He had this very spiritual friend and he thought, I bet you he's with Papaji. I'll come and find him in Papaji's meeting. Er hatte diesen spirituellen Freund und er wollte den in Papajis Meeting treffen. And I asked him the night before he went to the meeting, I asked him, what is your life? What do you do? Und in dem Abend, bevor er zu diesem Satsang ging, habe ich ihn gefragt, was machst du denn in deinem Leben so? And he lived in Fremantle. Er lebte in Fremantle. And he was repairing sails on sailboats. Und er reparierte die Netze oder Seile an einem Schiff oder an Booten. And then, he'd put the sail on the boat and then he'd go out in the ocean to test the sail was repaired correctly. Er reparierte die Segel an Booten und dann probierte er die Segel aus, indem er aufs Meer segelte. So he lived very much alone. Er lebte alleine die meiste Zeit. Worked alone. Arbeitete alleine. And although he wasn't a spiritual guy, he wasn't meditating, he was somehow meditating by his daily life. Und obwohl er jetzt nicht besonders spirituell war oder meditierte, war sein Leben doch sehr meditativ. So anyway, the next morning after I met him, he went to the meeting. Am nächsten Morgen, nach unserer Begegnung, ging er zum Satsang. And in those days, the new people sat near the front. Damals saßen die neuen Leute immer vorne. And after some time, Papaji said to this guy, come here. Und nach einiger Zeit sagte Papaji zu ihm, komm mal her. And he came out in the front. Er ging nach vorne. And he lost his bananas. Und dann, hat er seinen Verstand verloren. Because he was innocent, he was prepared without even knowing he was prepared. Er war ganz unbedarft, er war vorbereitet, ohne dass er das sogar wusste. He was a very humble man, very kind of ordinary man. Ein ganz normaler, sehr bescheidener Mann. And he just exploded. Er ist einfach explodiert. Yeah. So I think Papaji could work very well with this kind of innocent person. And he could also work with people like Andrew Cohen, who were very well prepared out of years of meditation. Er konnte sehr gut mit unbedarften Menschen arbeiten und auch Leuten wie zum Beispiel Andrew Cohen, der jahrelang schon vorbereitet war durch viele Meditationen. Gerade, weil du ja auch und Devaseto ja in Pune wart, was hat denn in Pune im Ashram verhindert, dass die Menschen dort aufgewacht sind? Was glaubst du? Now I have a question because you and Devaseto, you both have been in Pune. So what was preventing the people in Pune in the ashram to wake up? Because it was always tomorrow. Es ging da immer weil es immer morgen geschehen sollte. Kann das auch, also mir kommt so ein Gedanke, kann das auch gewesen sein,
Also so wie du deinen Aufenthalt in Lucknow beschreibst, scheint es mir zu sein, dass es einen fundamentalen Unterschied gab zwischen Osho und Papaji. So how you described your stay in Lucknow, I have the feeling there is one fundamental difference between Osho and Papaji. Und ich glaube, dieser Unterschied ist der, dass offensichtlich, so wie du erzählst jedenfalls, da viel mehr Nähe war zwischen Papaji und den Leuten. Also wie du gerade beschreibst, wie dieser Australier nach vorne gegangen ist. Kann das so sein? And how you describe it, I get the feeling that one difference is that there was much more closeness between Papaji and the people, like you described it, how the Australian guy gets called to the front. Right. Well, I was 15 years in and out of Osho's ashram. Also 15 Jahre war ich in Oshos Ashram, also bin gekommen und gegangen. One night I sat next to Osho for about 20 or 30 minutes when he gave me my name and the mala. Und in dieser Zeit habe ich einmal neben Osho gesessen, ungefähr 20 Minuten, als er mir meinen Namen und meine Mala gegeben hat. That was a very strong moment. Das war ein sehr starker Augenblick. And then later, when in Oregon, he used to meet the press in the evenings. Und später in Oregon, da hat er abends die Zeitung immer gesehen. Also and maybe 20 of the workers, including me, were invited to stand along the path to where the interview would happen. Und 20 von den Arbeitern, die waren immer eingeladen, die durften da stehen, wo dieses Interview geschah, und ich war da auch mal bei. And there would be, I think, a violin player. Da gab es einen Geigenspieler. And Osho would dance. Und Osho tanzte. So he would, he'd walk along and then he'd stop in front of somebody and start dancing. Also er ging da so entlang und dann hielt er vor jemandem an und fing an zu tanzen. Well, in my case, I experienced Osho like the headlights of a car. Also ich habe Osho so wie zwei riesige Scheinwerfer erlebt. And I was like a little rabbit, in the light of the car. Und ich war wie so ein kleiner Hase im Scheinwerferlicht. So I couldn't dance with him. I couldn't even lift my feet. Ich konnte nicht mit ihm tanzen. Ich konnte noch nicht mal meine Füße vom Boden heben. But some people could dance with him. Aber einige Leute konnten mit ihm tanzen. So those are my two meetings with Osho over 15 years. Das waren meine beiden Begegnungen mit Osho über 15 Jahre hinweg. And then I came to Lucknow. Und dann kam ich nach Lucknow. I stayed in a hotel for one night. Ich blieb eine Nacht in einem Hotel. And with my girlfriend, we got on a bicycle rickshaw to go and find Papaji. Und meine Freundin und ich, haben uns einen Fahrradrikscha genommen, um zu Papaji zu finden. It was an incredibly hot day. Es war ein unglaublich heißer Tag. And we didn't know exactly where he lived. Und wir wussten genau, wo er lebt. So we went up and down the street in his area. I knew which area it was. I knew it was Indira Nagar, but I didn't know which house. Also fuhren wir in seinem Viertel, Indira Nagar, also immer die Straße rauf und runter, weil wir nicht genau wussten, wo er wohnt da. And finally, I thought this poor guy was going to drop dead, so I said to him, stop. Und plötzlich habe ich gedacht, mein Gott, dieser arme Rikscha-Fahrer, der fällt gleich vom Fahrrad. Und da habe ich einfach irgendwann Stopp gesagt. I got off the rickshaw. Ich stieg aus der Rikscha aus. And my eyes saw on the gate Punja. Und meine Augen, ich guckte da auf ein Tor, und auf diesem Torpfosten stand Punja. And I thought, this must be the house. Und da habe ich gedacht, ach, das muss ja das Haus sein. I looked up. Ich schaute auf. And Papaji was walking to the gate. Und Papaji, der ging zum Tor. I also walked to the gate. Und ich ging von der anderen Seite zum Tor. And we just met at the gate. Und wir trafen uns einfach am Tor. And it was like meant to be. Das war, als ob das so sein sollte. And because of my conditioning with Osho, I was like
wanting to treat him like some special god. Und weil ich so konditioniert war durch Osho, wollte ich ihn wie einen Gott behandeln. And he said to me, where is your luggage? Und er sagte zu mir, wo hast du denn dein Gepäck? Which hotel are you staying? In welchem Hotel übernachtest du denn? Do you need any help? Brauchst du irgendwelche Hilfe? And I'm like, no, you don't have to help me. You know, I mean, I was like, it was so funny because the difference was so incredible. 15 years I never met Osho, and in the first minute I'm in Lucknow, I meet Papaji at the gate of his house. Also dieser Unterschied, der war so unglaublich. 15 Jahre bin ich Osho kaum begegnet und den Papaji, den begegne ich direkt in den ersten Minuten, wo ich zu seinem Haus komme. I had to deal with a lot of conditioning I got from Pune, actually. Also ich musste da erstmal ganz viel Konditionierung loswerden, die ich in Pune erhalten hatte. Because the next day was Buddha's birthday, or maybe 2 days later was Buddha's birthday. Am nächsten Tag war Buddhas Geburtstag. And somebody told me, you know, if you want, you can go to Papaji's house. Und dann hat mir jemand gesagt, wenn du möchtest, kannst du zu Papajis Haus gehen. And my brain couldn't really deal with that. Also damit konnte ich gar nicht wirklich umgehen. You can go to his house? Wow, that's great. Okay. So I went to his house. Was? Zu seinem Haus zu gehen? Wow, irgendwie großartig. Also ging ich dahin. And actually there was just Papaji sitting on his kind of bed. Und Papaji saß einfach auf seinem Bett. Maybe 12, maybe 15 people sitting in the living room. 12 bis 15 Leute saßen im Wohnzimmer. It was basically pretty quiet, but there was some sort of gossip talking going on. Es war eigentlich sehr still und so ein bisschen Klatsch und Tratsch wurde sich unterhalten. And I was very touched to sit there. Ich war unglaublich berührt, da sitzen zu können. And then there was a very funny moment. Und dann gab es plötzlich einen sehr witzigen Augenblick. Because I'm English. Ich bin ja Engländer. So it was getting to be lunchtime. Es näherte sich die Mittagszeit. So my mind was saying to me, you know, are you invited for lunch? Oh, can we stay for lunch? Maybe we should go now. Und mein Verstand, der sagte mir, jetzt ist ja gleich Mittag, können wir zum Mittagessen bleiben? Vielleicht sollten wir jetzt besser gehen, weil gleich Mittagessen ist. My English conditioning was coming out. Meine englische Konditionierung kam da so hervor. And in the moment of that thought, Papaji stood up. Und als ich diesen Gedanken hatte, stand Papaji auf. And he went out of the room, I guess to the toilet. Er ging aus dem Zimmer hinaus, vermutlich zur Toilette. And as he passed me, und als er an mir vorbeiging, he put his hand on my shoulder. Legte er die Hand auf meine Schulter. And I immediately understood that I can stay for lunch. Und ich habe sofort verstanden, dass ich zum Lunch da bleiben kann. So if I compare my connection with Osho and my connection with Papaji was like two different realities. Also wenn ich meine Beziehung zu Osho und Papaji miteinander vergleiche, das ist wie zwei ganz unterschiedliche Realitäten. I mean, Osho changed my whole life and brought me to this kind of priority, you can say, to the priority I want to be free. Osho hat mein ganzes Leben verändert und hat mir mich erstmal zu dieser Priorität gebracht, dass ich frei werden wollte. And then I came to this other guy, Papaji. Und dann kam ich zu Papaji. And he basically said, you're already free. Und er sagte zu mir, du bist schon frei. And so this was like, can't really say it exactly, but there was my conditioning inside my brain from Papaji, from Osho years, that, you know, you have to do a lot of meditation, you have to do this, you have to do that, you have to do the last seminar, you know, you have to read all Osho's books, you have to blah, blah, blah. And it's going to happen in the future. Also diese ganze Konditionierung, die ich hatte, du musst meditieren, du musst Seminare machen, du musst dies und das tun, alle Bücher lesen, und dann geschieht irgendwas in der Zukunft. And in the case of Papaji, from the very beginning, when I met him at the gate, and the next day when I went to his house, it became completely different. Und bei Papaji, schon im ersten Augenblick, als ich ihn am Tor getroffen habe, war das total anders. It was just
I can't really describe it. It was just completely easy. It was completely natural. Es war total einfach, es war ganz natürlich. I mean, when I talked to Parry about his experiences with Papaji, Als ich mit Pari über seine Erfahrung mit Papaji gesprochen habe, he told me how he came to Papaji with a question, er erzählte mir, wie er mit einer Frage zu Papaji kam. which was something like, why do we need to do all these practices, blah, blah, blah. Sowas wie, warum müssen wir diese ganzen Übungen machen? Because he also came from many years in Pune. We had a bit the similar kind of journey. Also er hatte ja auch viele Jahre in Pune verbracht. Wir hatten so eine bisschen ähnliche Reise. So anyway, this was in a formal satsang meeting that he asked this question. Er fragte eben in einem Satsang-Meeting diese Frage. And Papaji took Parry, sitting next to him or sitting on him, I don't know exactly, but anyway, he brought Parry to sit next to him. Und er nahm den Pari und setzte ihn neben sich. And he started tickling him. Und er kitzelte ihn. He tickled him for about 20 minutes. Er hat ihn 20 Minuten gekitzelt. That was his answer. Das war sein. He never answered the question, but he answered Parry. Er hat nie die Frage beantwortet, aber er hat Pari beantwortet. Because Parry was completely ready. You know, he was already completely cooked from his years with Osho. Weil Pari war total vorbereitet. Er war schon vorbereitet durch die ganzen Jahre, die er mit Osho verbracht hatte. Ja, das war eine wunderbare Antwort auf meine Frage. That was a wonderful answer to my question. Well, to be honest, I've forgotten your question. Um ehrlich zu sein, habe ich deine Frage ganz vergessen. I'm glad you like the answer. Ich freue mich, dass dir meine Antwort gefällt. Aber es bringt mich zu einer nächsten Frage. It was a wonderful answer, and this brings me to another question. Okay, that's the trouble, you see, that's the trouble. There's always another question. Das ist das Problem, es gibt immer eine weitere Frage. Auch wenn du sie so beantwortest wie gerade, ohne zu wissen, wie die Frage war, wunderbar. Wonderful if you answer without remembering the question. Right. Well, you see, the problem with Osho was that he was always encouraging you to have another question. Das Problem mit Osho war auch, dass er immer alle ermutigt hat, weitere Fragen zu stellen. And Papaji, he just stopped all the questions. Und Papaji hat einfach die ganzen Fragen angehalten. Maybe by tickling you. Vielleicht, indem er die Leute gekitzelt hat. Aber ich habe vielleicht doch noch die Frage, die ich stelle. But I still have a question, what I want. Oh, sure, yeah. Okay. Für mich ergibt sich die folgende Frage. Wie viel Nähe ist gut und wie viel Distanz ist gut, was einen Lehrer betrifft? So I have a question. How much closeness and how much distance is good between a teacher and a disciple? Be as close as possible. Und sei so nah wie möglich. You have to be close to your teacher. Du musst nah sein mit deinem Lehrer. If you're not close to him, you're wasting your time, actually. Wenn du nicht nah bist mit deinem Lehrer, dann verschwendest du deine Zeit. I can tell you another lovely story about Papaji. Ich kann dir eine andere schöne Geschichte über Papaji erzählen. This is also from Murray, the same guy. Von Murray, von demselben Mann. So he came to visit Papaji, and but he already decided, I'm only going to stay, 4 or 5 days. Er besuchte Papaji und er hatte aber vorher schon beschlossen, dass er nur 4, 5 Tage dort bleiben möchte. But very quickly he became very, very silent. Aber sehr schnell bekam er sehr, sehr still. It might have been his first visit. I don't quite remember. Vielleicht schon beim ersten Besuch. And I mean, Murray is a homopathic doctor. Murray ist ein homöopathischer Arzt.
anyway, so it just happened somehow that Papaji had just had a small heart attack. Und irgendwie war es so, dass der Papaji zu der Zeit so einen kleinen Herzinfarkt hatte. And the doctor, the heart doctor, came to the house when Murray was there. Und der Kardiologe, der kam zum Haus, als Murray da war. And the doctor was saying to Papaji, you have to go to the hospital and get a proper check. Und der Arzt, der sagte zu Papaji, du musst ins Krankenhaus, um richtig gründlich untersucht zu werden. And Papaji was saying, oh no, I'm not going to do that. I won't bother with that. It's not necessary. Und Papaji sagte, ach nee, das ist nicht notwendig, das muss ich nicht machen. But anyway, it was kind of decided that he really should go to the hospital. Aber irgendwie wurde beschlossen, dass er tatsächlich ins Krankenhaus gehen sollte. So his family, Papaji's family, talked to Murray and said, would you stay a bit longer and go with Papaji to the hospital? Also fragte Papaji Familie, fragte Murray, ob er etwas länger bleiben würde, um mit Papaji ins Krankenhaus zu gehen. Because in India, it's quite common the family goes with the patient to the hospital and kind of takes care of, if you like, the nursing part. In Indien ist es ja üblich, dass die Familie mit dem Patienten ins Krankenhaus geht und halt so die ganzen Sachen macht, die hier eine Krankenschwester macht. So of course Murray said yes. Also sagte Murray klar. As they were going into the hospital, als sie ins Krankenhaus gingen, Papaji turned to Murray, drehte sich Papaji zu Murray and said, "This is not for me. This is for you." Und sagte zu ihm, das ist ja nicht für mich, das ist für dich. And then Papaji was lying on the bed, and Murray was lying on the floor. Und während Papaji im Krankenhaus im Bett lag, lag Murray auf dem Fußboden. And I think it was 2 or 3 days they spent together there. Und die haben dort 2, 3 Tage gemeinsam miteinander verbracht. And so I can tell you that it's absolutely essential to spend as much possible time as close as you possibly can to your teacher. If you want to become free, if you really want it, if you want it. Ich kann nur sagen, dass es absolut essentiell ist, wenn du wirklich frei werden möchtest, dass du so viel Zeit wie möglich ganz nah mit deinem Lehrer verbringst. You have to understand that you're already free. Du musst verstehen, dass du schon frei bist. But you're living as if you're not free. Aber du lebst, als ob du nicht frei wärst. So you need somebody to show you what is stopping you seeing that you're already free. Also brauchst du jemanden, der dir zeigt, was dich daran hindert, zu sehen, dass du schon frei bist. So you need very close contact for that. Du brauchst dazu sehr nahen Kontakt. Everybody's different. Everybody has a different reason. Bei jedem ist das anders. Jeder hat einen anderen Grund. So, for example, when I came to Europe about 25 years ago, als ich vor 22 years ago, I think it was. Vor 22 Jahren nach Europa kam, I started traveling constantly, every night, every weekend, traveling, giving satsang. Bin ich die ganze Zeit rumgereist. Jeden Abend, jedes Wochenende habe ich Satsang gegeben. I think about 2 or 3 years all over Europe. So 2, 3 Jahre über ganz Europa. And typically I would come to a town and stay for 2 or 3 nights. Und ich kam normalerweise in eine Stadt und bin da 2, 3 Nächte geblieben. In bigger towns I would probably do a weekend. In größeren Städten habe ich ein Wochenende gegeben. And then maybe I came back 6 months later or 1 year later. Und dann bin ich vielleicht nach einem halben Jahr oder manchmal auch erst nach einem Jahr wieder an den Ort zurückgekehrt. And I quickly realized that this is no good. This is not working. Und ziemlich schnell habe ich festgestellt, dass das irgendwie nicht funktioniert. I was sitting on one of those very fast German trains. Ich saß in diesen schnellen deutschen Zügen. And I remember I wrote a list of 40 people who I felt a heart connection with. Also als ich im Zug saß, habe ich eine Liste erstellt von 40 Leuten, mit denen ich eine Herzensverbindung spüre. And I wrote an email to those 40 people. Und diesen 40 Leuten habe ich eine E-Mail geschickt. And I explained that, in my opinion, you needed more contact to the teacher than what was possible for me as I was just traveling all the time.
Und dann habe ich geschrieben, dass sie mehr Kontakt brauchen zum Lehrer als das, was geschieht, wenn ich die ganze Zeit noch rumreise. So I suggested we make a meeting. Also habe ich vorgeschlagen, dass wir uns treffen. So we started what I call Sangha Group. Sangha Group. It meets every 3 months for a weekend. Und dann haben wir diese Sangha-Gruppe gegründet, die sich alle 3 Monate trifft. And at that time, I invited those 40 people, and 35 people came. Damals habe ich diese 40 Leute eingeladen und 35 sind gekommen. Quickly, you know, a lot of people disappeared, and now it's been running for many years, about 16 years, and we have usually about 18 or 20 people. Und diese Gruppe, die gibt es jetzt seit 16 Jahren und da sind normalerweise so 20 Leute drin. And from that group, people decide to live in the house with me. Und ja, aus dieser Gruppe heraus entscheiden sich dann Leute, ins Haus zu ziehen. So I'm like the friendly monster mosquito. Ich bin so wie das freundliche Monster. I buzz around the house, you know, trying to point out to people why or what stops them being free. So, ich fliege so durchs Haus und zeige den Leuten, was sie daran hindert, frei zu sein. But of course, people love what they're identified with. They love it very much, so it's not an easy job. Aber die Leute lieben natürlich das, womit sie identifiziert sind. Von daher ist das kein leichter Job. Ich habe jetzt daran auch wieder eine Frage anschließend. Und zwar, es gibt ja Lehrer, die ziehen Tausende von Leute an. Da kommen dann 1000 oder 2000 oder 5000 Leute. Wie kann denn da überhaupt die Nähe hergestellt werden, von der du sprichst? So, I mean, there are teachers which attract thousands of people, yeah? There are 1,000 or 2,000 or 5,000 people who come to them. Yeah. Is it possible that this closeness can happen, which you describe? I mean, is it a good thing? Well, you know, everything happens in different ways and everybody is a bit different. So you can't really, there's no rule. But for example, if you sit in a meeting with 1,000 people. Also alles geschieht ja auf unterschiedlicher Art und Weise und wie es geschehen muss. Da gibt es jetzt keine Regel. Aber wenn du zum Beispiel in einem Satsang sitzt mit 1000 anderen Leuten, then of course there's a very strong energy field. Da ist natürlich ein sehr starkes Energiefeld. And then if you come to the microphone and you're ready, also wenn du dann zum Mikrofon gehst und du wirklich bereit bist, I can imagine that it's absolutely possible that the teacher can, in a kind of intimate way between him and the person standing in the microphone amongst 1,000 people, can exactly, it can exactly happen that that person becomes free, or it sees that he's free. It's possible, absolutely possible. Also da kann es natürlich geschehen, dass in diesem Augenblick eine ganz intime Situation zwischen dem Lehrer und dem Schüler geschehen kann und der Schüler in diesem Augenblick sehen kann, dass er frei ist. I mean, in the beginning, Papaji was mostly working with maybe 2 or 3 people, 1 person or 2 people or maybe 5 people, very small groups. Am Anfang hatte der Papaji ja vielleicht 1, 2 oder 5 Leute um sich rum. Later, it gradually got more and more people. Später wurden es mehr und mehr Leute. And, you know, towards the end, there was, I don't know exactly, I wasn't there in the last year, but probably there were several hundred people. Und gegen Ende, da gab es mehrere 100 Leute. And he changed the way he was operating. Und er hat dann verändert, also anders mit ihnen gearbeitet. I mean, in the beginning of this kind of Lucknow time, the Lucknow time went from about 1998, 1988 maybe, to about when he left his body in 1997. So there was
about 9 or 10 years maybe. Also die Lagno-Zeit, die ging ja so 19 Jahre, von 1988 bis 1997, als er den Körper verlassen hat. So in the beginning, he more or less worked with one person. Am Anfang hat er mit einzelnen Menschen gearbeitet. But at the end, he was working with maybe, let's say, 300 people. Und am Ende hat er dann so mit, sagen wir jetzt mal, so 300 Leuten gearbeitet. And his style of working changed a lot. Und sein Stil, wie er gearbeitet hat, hat sich sehr verändert. And this may also be because the kind of people that were coming changed a lot. Und das kann auch daran liegen, dass die Leute, die zu ihm gekommen sind, sehr andere waren. In the beginning, because nobody knew about him. Am Anfang, weil ihn niemand kannte, oder ja. For example, I've been talking about Murray. Zum Beispiel der Murray, von dem ich geredet habe. So Murray brought Andrew Cohen to Papaji. Der Murray, der hat Andrew Cohen zu Papaji gebracht. And Andrew Cohen had been for many years doing a lot of spiritual practice. Andrew Cohen hatte viele Jahre spirituelle Praxis gemacht. And he lived in New York, and he'd been going to all the teachers. Every teacher that came to New York, he would go there. Er lebte in New York und hatte jeden Lehrer, der nach New York gekommen war, gesehen. So he was very prepared. Er war sehr vorbereitet. And, you know, when Papaji was working with 300 people, there would have been also people who were very prepared. Als Papaji also mit den 300 Leuten gearbeitet hatte, mit 300 Leuten arbeitete, da werden auch welche drunter gewesen sein, die sehr vorbereitet. In the beginning, he was using what you could call self-inquiry. Am Anfang benutzte er das, was wir Selbsterforschung nennen. And in the end of maybe 8 years later, he was having a lot of music, dancing. He was kind of working with open heart. Und am Ende, also da gab es jede Menge Musik, Tanzen, er arbeitete mit dem offenen Herzen sozusagen. And in the beginning, he was attracting people like Andrew, who was never an Osho guy. He was more like a Buddhist guy. He wasn't actually a Buddhist, but he was more like a kind of Buddhist guy. And in the end of the 8 years, there were many Osho people, actually. Also am Anfang waren bei ihm eher so Leute wie der Andrew. Der Andrew war nie bei Osho gewesen. Der war jetzt kein Buddhist, er war eher so buddhistisch, könnte man das sagen. Und am Ende hatte er viele Osho-Leute angezogen. But still, Papaji had some techniques for bringing himself closer to people. Aber Papaji hatte auch einige Techniken, wie er sich den Leuten nahegebracht hat. So you could go to his house at 4 o'clock in the afternoon for tea. Man konnte um 4 Uhr nachmittags zum Tee in sein Haus kommen. So you could go there, and sometimes they open the door, sometimes they don't open the door. Man konnte da hingehen und manchmal wurde die Tür einem geöffnet und manchmal nicht. And sometimes somebody would come out, and the assistant would come out and say, you know, you and you can come in. Und manchmal kam ein Assistent raus und sagte, du und du, ihr dürft jetzt rein. So that was one way you could have a close meeting with Papaji. And also he started to invite people to celebrate their birthday. Das war eine Möglichkeit, wie man Papaji nahe kommen konnte. Und er hat auch Leute eingeladen, ihren Geburtstag bei ihm zu feiern. So if you had a birthday, you had to make a birthday cake. Wenn man Geburtstag hatte, dann musste man Geburtstagskuchen backen. And then you could invite a few friends. Man konnte ein paar Freunde einladen. And you come to Papaji's house, and he would cut the cake, he would blow out the candles, and maybe he would open your presents. And in that way, he would have a lot of personal contact to a small group of people. Und dann kam man zu Papajis Haus und er schneidet dann den Geburtstagskuchen an, er bläst eine Geburtstagskerze aus, vielleicht öffnet er dann ein Geschenk und auf diese Art und Weise hatte er zu vielen Leuten einen nahen Kontakt. So he had different ways he would bring people close. Er hatte unterschiedliche Arten und Weisen, wie er Leute nahe brachte. I mean, in my Leute, case, die näher begegnen konnten. In my case, I'm not really interested in people who don't get involved closely.
Also bei mir ist das so, dass mich Leute, die kein Interesse haben, wirklich sich näher zu involvieren, dass ich an denen eigentlich kein Interesse habe. I kind of invite them to leave. Ich lade die dann ein, ganz zu gehen. John David, könntest du noch was sagen, was Papaji für ein Mensch war, jetzt unabhängig davon, was für Qualitäten er als Meister hatte? Could you say something about what kind of human being Papaji was, independently from that he was a master? Well, this will be one of the reasons for this project now. Ja, das ist eines der Gründe von diesem Projekt. Because people tell their stories. Weil die Leute erzählen ihre Geschichten. I mean, nobody probably is going to tell any negative story. Also keiner wird irgendeine negative Geschichte erzählen. So probably, you know, the book is not really going to be telling you exactly his character. Also das Buch wird nicht ganz genau seinen Charakter wiedergeben. But I'm sure reading this book, reading all the stories from many, many different people, you can easily create a kind of impression about what kind of person he was. Aber ich bin mir sicher, wenn man dieses Buch liest, also wo so viele unterschiedliche Menschen ihre Erfahrung mit ihm beschreiben, dass man da einen Eindruck kriegt, was für eine Person er war. For example, just from this talking from John David, I mean, you already can get an idea that this man was very available. Also schon alleine, wie der John David jetzt über Papaji redet, kriegt man eine Vorstellung davon, dass er unglaublich offen war. He was encouraging people. He was actively encouraging people to get close to him. Er hat die Leute immer aktiv ermutigt, dass sie ihm nahe kommen. And not only physically. Nicht nur physisch. I've been talking about myself that, you know, even now, where are we? It's about 25 years later. Auch jetzt, 25 Jahre später, I feel very, very intimate to Papaji. Fühle ich mich Papaji unglaublich nahe. So, you know, it depends what you're interested in, but I think when I talk to some of the other people, like, many people I've been talking to, when they tell their stories, you can feel that they were very intimate to Papaji. Also mit vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, wenn die ihre Geschichte erzählen, kann man fühlen, dass die Papaji sehr, sehr nah waren. Lots of amazing stories, actually. Already I got so many amazing stories. Ich habe so viele unglaubliche Geschichten jetzt schon gehört. I'll tell you one now that can whet people's appetite for this project. Ich kann eine erzählen, um den Leuten etwas Appetit zu machen für das Projekt. So there's a guy who is a satsang teacher. He has two communities, one in Norway and one in Brazil. Da ist jemand, ein Satsang-Lehrer, der hat zwei Gemeinschaften, eine in Norwegen und eine in Brasilien. And he started by connecting to Osho. Und er begann, indem er mit Osho war. And he became a guard for Osho. Er war ein Bodyguard bei Osho. And he stood outside Osho's room. Er stand immer vor Oshos Zimmer. So he had a deep, deep connection to Osho. Er hatte eine tiefe Verbindung zu Osho. This is a short version of the story. Das ist jetzt eine kurze Version der Geschichte. And after Osho had left his body, maybe almost immediately after, maybe the week after, ungefähr eine Woche nachdem Osho seinen Körper verlassen hatte, he had a big opening. Hatte er eine große Öffnung. And he went to Osho's ashram looking for people who could help him to understand what was happening to him. Und er ging zu Oshos Ashram, weil er Leute suchte, die irgendwie ihm helfen konnten zu verstehen, was da gerade mit ihm geschah. But actually nobody was really very helpful. Aber keiner konnte ihm da helfen. So then existence took him to Bombay. Dann hat die Existenz ihn irgendwie nach Bombay gebracht. Maybe, I'm not sure who, some old sannyasin maybe. Vielleicht irgendein Sannyasin-Freund. And there he met Girida. Und da traf er Girida.
And he was a kind of traveling teacher. Er war so ein reisender Lehrer. And he became quite close to Girida. Girida, helped him understand what was happening to him. Und er bekam ziemlich nah zu Girida und er half ihm zu verstehen, was da gerade mit ihm geschah. And then he went to visit Papaji. Und dann besuchte er Papaji. And very quickly he had a close connection to Papaji. Und sehr schnell hatte er eine enge Verbindung zu Papaji. And then he told me, well, maybe a year or so later, he'd gone back to New York. He'd been working in New York. Und ein Jahr später ging er zurück nach New York, wo er arbeitete. And he came back to India. Und dann kam er zurück nach Indien. And he arrived in Delhi with the idea that he would go and visit Papaji. Und er landete in Delhi und hatte die Vorstellung, dass er dann zu Papaji gehen würde. But when he arrived in Delhi, his intuition told him, go to Manali. Aber als er in Delhi landete, hatte er so die Intuition, er sollte zu Manali gehen, nach Manali reisen. So he went to Manali. His car was in Manali. He had a house in Manali. Dort war sein Auto und er hatte auch ein Haus dort. And when he got to Manali, he went to the hot spring. Und als er dann in Manali ankam, ging er zu den heißen Quellen. When he opened the door, als er die Tür öffnete, he bumped into Papaji. War da Papaji. And Papaji was staying in a nice hotel with a few people around. Papaji war mit ein paar Leuten da. Er hatte ein wunderschönes Hotel, in dem er wohnte. And this man visited Papaji in his hotel. Und dieser Mann, der besuchte dann Papaji im Hotel. And then he told Papaji, I'm staying in a small hotel. Und dann sagte er zu Papaji, ich bin in einem kleinen Hotel. It's empty. You can come and stay if you like. Das ist ganz leer. Du kannst gerne kommen und bei mir bleiben. And the guys around Papaji said, no, we don't need your hotel. This is a very nice, expensive hotel, very comfortable. Und die Leute umherum, die sagten, nein. Also der Papaji ist hier in so einem ganz komfortablen, teuren Hotel. Der braucht nicht zu wechseln. The next day, Papaji came to his hotel to visit. Am nächsten Tag hat Papaji in seinem Hotel besucht. And in some moment, he laid down on one of the beds. Und in einem Augenblick hat er sich auf eins der Betten gelegt. And he announced, we're going to stay here. Und hat dann verkündet, hier bleiben wir jetzt. So then this man who wanted to go and visit Papaji, but then his intuition told him go to Manali, he then spent, 4 or 5 days with Papaji, showing him around in Manali. Also dieser Mann, der eigentlich Papaji besuchen wollte und dann seine Intuition ihm gesagt hatte, er soll zu Manali gehen, war dann in der Situation, wo er 4 oder 5 Tage Papaji durch Manali geführt hat, Manali gezeigt hat. So now there is a question, is this man a Osho disciple or is he a Papaji disciple? Und das ist jetzt die Frage, ist er ein Osho-Schüler oder ein Papaji-Schüler? And for me, I don't care, Und es ist ja eigentlich egal, finde ich. So if you're interested about this story and about this man, you can look on my website and you can see a satsang because I invited him to give a satsang to the guys in my community. Also wenn euch diese Geschichte und dieser Mann interessiert, dann könnt ihr auf meine Webseite gehen. Ich habe ihn nämlich eingeladen, einen Satsang zu geben für meine Gemeinschaft. I have a title, it says Papaji Ambassador. Da gibt es einen Menüpunkt, der heißt Papajis Botschafter. So then one of my Papaji friends wrote an email saying, you can't call him a Papaji ambassador, he's an Osho ambassador. Und dann hat einer meiner Freunde geschrieben, du kannst ihn doch nicht einen Papaji-Botschafter nennen, er ist ein Osho-Botschafter. Ja, man kann und muss es nicht trennen. Im Grunde ist es ja alles eins. So you don't need and can separate it. I mean, at the end it's all one. Yeah, of course. John David, brauchst du noch was für dein Projekt? Also möchtest du noch Menschen einladen, über Papaji zu sprechen?
Do you need anything for your project? Would you like to invite people to talk? Yeah, of course. If your wonderful website, you could put something. I mean, we like to invite everybody who would like to share their stories, including you, to come and tell me their stories. Ja, natürlich. Du könntest auf deiner Webseite gerne einen Aushang machen. Wir möchten alle einladen, die Papaji begegnet sind, ihre Geschichten zu erzählen. You must have some stories yourself. Du musst auch ein paar Geschichten haben. Ja, aber ich habe ein paar Geschichten, aber die sind auch mehr um Papaji herum als ganz direkt zu Papaji. I have some stories, but they are more sort of around Papaji than directly with Papaji. Well, für mich ist in Lucknow passiert, dass ich mich in die Augen von Ramana verliebt habe. Also da war ein Riesenbild von Ramana im Satsang-Haus vom Papaji und ja, da war eine ganz große Liebe dann, die war mehr auf Ramana gerichtet. So what happened for me in Lucknow was that I fell in love with the eyes of Ramana Maharshi. There was a very big picture of Ramana Maharshi in the Satsang hall, and when I saw it, I deeply fell in love with Ramana. Right. Well, Papaji always said he was a channel for Ramana. Ja, Papaji hatte immer gesagt, dass er ein Kanal ist für Ramana. You can call this love Papaji love, Osho love, Ramana love, Neem Karoli Baba love, blah, 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 blah. You know, there are so many, but it's all love in the end. Am Ende ist alles Liebe. Man kann es Papaji, Ramana Liebe, Osho Liebe, Neem Karoli Baba Liebe nennen, aber es ist alles Liebe am Ende. Okay. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Ja, klar. Ask a question. So just one second. You know, on your beautiful website, you have, I don't know, 300 teachers, maybe, I don't know. Auf deiner schönen Webseite hast du ja irgendwie 300 oder so Lehrer. So I think on the top of your website, you need some title. Ich glaube, oben auf deiner Webseite brauchst du einen Titel. 300 names, but it's all one. 300 Namen, aber es ist alles eins. Something like that, you know. Irgendwie sowas. Because when you see all these names and all the special pages, people think that this is 300 different teachings. Weil wenn du diese 300 Namen siehst und diese 300 Unterseiten, dann denken die Leute alle, das sind unterschiedliche Lehren. Es geht immer ums Gleiche, das ist klar, aber die Resonanzen sind vielleicht schon ein bisschen unterschiedlich verteilt. It's all the same, this is clear, but the resonances maybe are divided differently. But not so important. Nicht so wichtig. Okay. Sorry, Martha, I wondered when you were going to ask your question. You know, I've been waiting. Ich habe schon auf deine Frage gewartet, Martha. Danke. Denkst du, dass es wichtig ist, Gefühle oder Traumata aufzulösen? Oder wo sollte der Fokus liegen? Do you think it's important to dissolve feelings or traumas? Or where do you think should be the focus? Well, yeah, I mean, you mentioned the word trauma. Also du du bringst dieses Wort Trauma ein. So my experience is that a lot of people have some kind of trauma. Meine Erfahrung ist, dass es viele Menschen gibt, die irgendeine Art Trauma haben. And some people have very big traumas. Einige Leute haben sehr starke Traumata. And these kind of very big traumas may be some sort of sexual trauma or violence trauma. These very strong traumas vibrate through people's life, actually. Und diese starken Traumata, es kann sein, dass das sexuelle oder Gewalttraumata sind, die Vibrationen, die gehen durch das Leben der Menschen.
when I was traveling around Europe from place to place, als ich in Europa gereist bin, I didn't really know anything about trauma. wusste ich nicht viel über Traumas. But when I stopped and people collected around me and I'm now living with people, aber als ich dann angehalten habe und also die Leute so sich um mich herum versammelt haben und jetzt, wo ich mit Menschen lebe, then I started to get connected to trauma. Ja, habe ich dazu mehr Kontakt bekommen zu dem Thema Trauma. And you know, when you live every day with people, then you become aware that people have some kind of trauma. Wenn man jeden Tag mit Menschen lebt, dann wird man sich bewusst, dass Menschen Traumata haben. And actually, you know, it's not so easy really to always catch the trauma or discover the trauma. Und es ist nicht so leicht, die Traumata wirklich zu identifizieren. Very often people who have a very strong trauma, they have repressed any memory of the trauma. Viele Menschen, die ein sehr starkes Trauma haben, haben jede Erinnerung daran unterdrückt. Or even the trauma happened before, you know, when the person was still a baby and there was no way to verbalize what was happening. Oder das Trauma ist geschehen, bevor die Sprache sich entwickelt hat und die Menschen haben keine Möglichkeit, darüber zu sprechen. I remember some years ago, there was a very lovely woman from Holland came to live in our community. Vor einigen Jahren, da kam eine sehr nette Frau aus Holland in unsere Gemeinschaft. I guess about 30, pretty attractive, intelligent, very good designer. She was a graphic designer. Über 30, sehr intelligent, sehr attraktiv, eine sehr gute Grafikdesignerin. And after some time, the people living in the community discovered that there was something strange with this woman. Und nach einiger Zeit haben die Leute in der Gemeinschaft entdeckt, dass da irgendetwas komisch war mit ihr. And so then we talked to her, you know, how can I say, in more depth, in kind of tracked back in her life to when she was very young. Und dann haben wir versucht, ihr Leben zurückzuverfolgen zu der Zeit, wo sie sehr jung war, sehr klein. And it turned out that when she was a baby, als sie ein Baby war, her mother was already pregnant with the next baby. Da war die Mutter schon schwanger mit dem nächsten Kind. And the father was not so good at taking care of babies. Und der Vater war aber nicht so gut, sich um die Babys zu kümmern. So their parenting was just to leave this woman to cry. Also haben die Eltern das Baby einfach sehr viel schreien lassen. So she would just, you know, cry for hours, maybe days. Also hat sie Stunden, vielleicht tagelang geschrien. And so this was, of course, an enormous trauma. Und das hat natürlich ein Riesentrauma erzeugt. And we discovered this trauma by living with her and discovering how she couldn't really focus. Und das haben wir entdeckt, einfach nur, weil wir zusammengelebt haben und wir so festgestellt haben, dass sie sich nicht so gut fokussieren kann. Yeah. So, I mean, that would be an example of a strong trauma. Das ist ein Beispiel eines starken Traumatas. And I think when you have such a trauma, it might not be so easy to be free in this lifetime. Also wenn man ein starkes Trauma hat, ist es manchmal nicht so leicht, in diesem Leben frei zu sein. Because such a trauma as I've just described affects your cells. It's like your whole system in a way has been traumatized. Weil dieses Trauma zum Beispiel, von dem ich eben erzählt habe, das hat ja eine Wirkung auf das ganze System, das ist quasi dann traumatisiert. And actually, increasingly in our community, we are working with trauma. In unserer Gemeinschaft arbeiten wir immer mehr mit Traumata. In fact, Indira, who is translating today, she has become our expert on trauma. Die Indira, die heute übersetzt, das ist unsere Expertin, mit Traumata zu arbeiten. Both of us have just come back from being in Ukraine for 2 weeks. Wir sind gerade beide aus der Ukraine zurückgekommen, wo wir 2 Wochen waren. I've been working with, if you like, ex-Soviet people for many years.
Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit, man könnte sagen, Ex-Sowjetbürgern. And I mean, most of them are traumatized. Die meisten von ihnen sind traumatisiert. We were told about a woman who, when she was a baby, I think only maybe 3 months old, or 3 weeks old, or 3 days old. I can't quite remember. Maybe, do you remember, Indira? Da gab es eine Frau, die war 3 Wochen alt. I don't know, how does the story carry on? Well, that she was put in a kindergarten. 6 weeks, 6 weeks, yeah. Okay, after 6 weeks, her mother put her in a kindergarten. Also nach 6 Wochen wurde die quasi in eine Kinderkrippe gegeben. For 12 hours a day. 12 Stunden am Tag. So her mother could work in the Soviet system. Mutter weiter im Sowjetsystem arbeiten konnte. And that was normal behavior. Das war ganz normal in der Sowjetunion. So actually, I can say that in the ex-Soviet countries, there's a very high level of trauma. Man kann sagen, dass in den Ex-Sowjet-Ländern ein sehr großer Traumalevel ist. Das heißt, du denkst schon, dass auch ein Weg ist, durch die Auflösung von Gefühlen oder Traumata in die Freiheit zu kommen? Do you think it is a way through the dissolving of feelings or traumata coming to freedom? Maybe, yeah, maybe. But it would be it's a strong job. You know, you'd have to have a very strong priority that you really want freedom. Ja, vielleicht, aber es ist sehr harte Arbeit. Also du musst eine ganz starke Priorität haben, dass du wirklich Freiheit willst. I don't think there's any problem in having a glimpse of freedom. Also ich glaube, da gibt es kein Problem, einen Einblick in die Freiheit. But whether you can stay living day by day in that freedom, I'm not sure. Aber ob man jeden Tag in dieser Freiheit leben kann, da bin ich mir nicht sicher. I would tend to say it's difficult. Ich würde sagen, es ist schwierig. I mean, we have people living with me in our community. Hier in der Gemeinschaft, da leben Leute, who regularly have big openings. Die regelmäßig sehr große Öffnungen haben. I'm thinking of one woman, a lovely woman. She often has awakenings where she's laughing, crying. Very beautiful. Hier ist zum Beispiel eine Frau, die sehr oft so Erwachenserlebnisse hat, wo sie ganz viel lacht, ganz viel weint, energetisch sehr stark, wunderschön. And it can go on for several weeks. Und das bleibt dann mehrere Wochen lang. And then somehow it always seems to close down again. Und dann scheint sich das wieder zu verschließen. And she had a very difficult time with her parents. Sie hatte eine sehr schwierige Zeit mit ihren Eltern. So I don't know. I don't know if it's, I mean, I would hope for her that living in this community where I would say there is a field of love, a constant field of love, that, you know, she can come through that trauma. The trauma, if you like, can be healed from this field of love. Also ich würde mir für sie wünschen, dass dadurch, dass sie hier in der Gemeinschaft ist, sie da durchkommen kann. Also dieses Trauma quasi durch die Liebe, die hier in der Gemeinschaft ist, geheilt werden kann. In our community, there's a few people who I don't try to teach. In der Gemeinschaft hier gibt es einige Leute auch, wo ich gar nicht versuche, sie zu lehren. Because I don't know how to teach them really. Weil ich nicht weiß, wie ich sie lehren soll. And my decision is that just by living in the community, living in this energy, will be a teaching for them. Aber einfach nur, dass sie hier sind, dass sie in der Energie der Gemeinschaft sind, das ist schon eine Lehre für sie, ein Teaching. We've had I'm thinking of one man, he's lived here for 16 years. Es gibt hier einen Mann, der lebt hier seit 16 Jahren. And there are certain triggers which will still trigger him to go to bed.
Und es gibt so unterschiedliche Trigger. Wenn die losgehen, dann geht er einfach ins Bett. So in his case, I mean, the best solution for him is just living in this energy field, because everybody can see that something is changing for him. You know, he's less triggered now than he used to be. Das Beste für ihn ist einfach in diesem Energiefeld zu bleiben, weil jeder kann sehen, was für eine Entwicklung er genommen hat in dieser Zeit. Und er wird viel weniger getriggert. Das heißt, in diesem Leben, in dieser Community, ist es möglich, die ganze Zeit dieses hohe Level von Liebe zu halten, weil letztlich kommen ja auch persönliche Dinge hoch, oder kommt es zu ganz normalen menschlichen Verhalten, wie wahrscheinlich auch im Alltag, wenn man sich so gut kennt und in so einer Gemeinschaft lebt. Is it possible in this community to always keep up this level of love? Because, I mean, there's also normal, ordinary behavior and things come up when you live in a community. Sorry. Yeah, but the ordinary stuff is not very strong in our community. Ja, aber diese normalen Dinge, die da so sind, das ist nicht so stark bei uns in der Gemeinschaft hier. Come and visit us. Komm mal vorbei und besuch uns. It's very difficult to talk about such things, you know. Es ist sehr schwierig, über diese Dinge zu reden, wirklich. Most guests and volunteers, they immediately feel a very strong energy field in our house. Die meisten Gäste und Helfer, die hierher kommen, die fühlen direkt dieses starke Energiefeld bei uns im Haus. And, you know, we have a lot of people who've been living here for some time. Und hier gibt es viele Leute, die hier schon längere Zeit leben. And so somehow all together we've created some kind of field of love. Und alle zusammen haben wir hier so ein Liebesfeld kreiert. There's nothing personal about it. Es ist nichts Persönliches. I have to say something actually, because I've got two little girls in my life. Ich habe zwei Töchter. Because I'm very well looked after by upstairs. Weil oben immer gut auf mich aufpasst. I've got two daughters, twins, 5 years old. Ich habe Zwillinge, 2 Mädels, die sind 5 Jahre alt. Not so bad for an old geezer of 75. Ja, nicht so schlecht für einen 75-Jährigen. And I just realized we've been talking so much, I have to go and pick them up actually from the kindergarten. Und wir haben jetzt schon so lange geredet, mir ist gerade aufgefallen, dass ich die vom Kindergarten abholen muss. So I can talk for 5 more minutes and I have to jump in my car. Also ich kann noch 5 Minuten länger reden und dann muss ich ins Auto springen. But you kept me talking for 2.5 hours, so probably it's enough anyway. 2,5 Stunden reden wir jetzt schon, das reicht wahrscheinlich sowieso. But if there's any last question. Also wenn es noch irgendetwas gibt. Gibt es noch was du sagen möchtest zu eurer Community, zu dir, zu deinem Projekt mit Papaji? Is there something you want to say about the community, about yourself, about Papaji-Projekt? Well, not really. I mean, with the Papaji-Projekt, I've been talking a lot. I mean, anybody who spent time with Papaji, who would like to share their stories of their time with Papaji is very, very welcome, because the book maybe is going to be 2 volumes. I've already got 1 volume. Probably we're going to do 2 volumes. So we've got lots of space. There's no limit to the stories. So please tell us your stories. Also jeder, der was dazu beitragen möchte, der Interesse hat, seine Geschichte mit Papaji zu teilen, ist wirklich herzlich eingeladen. Wir werden wahrscheinlich 2 Bände machen. Ein Band haben wir nämlich schon, aber wir haben noch genug Platz, weil wir sonst einen zweiten Band auch noch machen.
And if you're interested about our community, my advice would be come and taste it for yourself. Ja, und wenn ihr Interesse habt an unserer Gemeinschaft, dann würde ich einfach sagen, kommt einfach vorbei und verschafft euch einen eigenen Eindruck. You can stay for a whole week for free. Man kann eine Woche als Helfer kostenlos hier sein. So you can just come for one day or you can stay for a week. Man kann einfach auch als Gast kommen oder für einen Tag kommen oder eine ganze Woche. I can be pretty sure that you've never experienced anything like our community. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sowas wie unsere Gemeinschaft noch nicht erlebt habt. Zum Papaji-Projekt noch die Frage, es gibt ja auch Menschen, die Papaji nicht direkt begegnet sind, die aber trotzdem da eine ganz starke Verbindung fühlen, die sich eben erst nachdem er seinen Körper verlassen hat, eben zu ihm gefunden haben. Würdest du so Leute auch einladen? I have a question to the Papaji-Projekt. There are also people who haven't met Papaji while he was in his body, who got a connection to Papaji afterwards, after he had left this body. Yeah, it's fine. Yeah, if you have a connection. Would you also invite these people for an interview? Sure. Why not? Ja, warum nicht? Yeah. I don't have any idea, you know. I mean, when I started, I just collected the stories that I already had, and I divided them up according to different chapters. So I have about 22 chapters with things like meeting Papaji, traveling with Papaji, different subjects, you can say. But I don't know if that will be the final book. I don't really know how the book's going to happen. I haven't really been told yet. I don't know how it's going to happen, really. I'm just in the process now of collecting stories. Also ich habe noch nicht so eine feste Vorstellung, wie das Buch wirklich sein wird. Am Anfang habe ich so unterschiedliche Kapitel gemacht, zum Beispiel einfach bei Papaji im Haus sein oder die Zeit vor Papaji oder nach Papaji. Aber das Ganze entwickelt sich quasi in dem Projekt. Von daher habe ich da wenig Vorstellung. I mean, when I started, I thought everybody would want to tell their stories. Am Anfang habe ich gedacht, jeder wäre heiß darauf, seine Geschichte zu erzählen. Because in my own personal case, you know, I have such a huge gratitude to Papaji that I'm ready to do this project. Weil bei mir ist es ja so, dass ich so eine riesige Dankbarkeit dem Papaji gegenüber empfinde, dass ich dieses Projekt mache. I mean, it's a hell of a big job I've taken on. Und das ist natürlich eine riesige Arbeit, so ein Projekt zu machen. And it's only possible because I'm living in a community and the whole community supports me in this project. Und das ist natürlich nur möglich, weil ich in einer Gemeinschaft lebe und die ganze Gemeinschaft das Projekt unterstützt. For example, there's a woman who started to edit the film. Eine, die schneidet den Film. Somebody else is putting up stuff on Facebook to invite people to give me their stories. Jemand macht Sachen auf Facebook, damit die Leute davon erfahren, dass ich Leute suche, die ihre Geschichten erzählen. So when the idea happened about 3 months ago, in a way it could only happen because there was this group of people who love Papaji, even they never met Papaji, and they're ready to support me to get this project happening, because it's not something I can do alone, actually. Ja, vor 3 Monaten, als diese Idee entstand, also da war klar, das kann nur geschehen, wenn ganz viele Leute daran arbeiten, die auch mit Papaji verbunden sind, weil alleine könnte man so ein Projekt gar nicht machen. Ja, John David, ich bin echt berührt, auch von deiner Präsenz mit dir zu sein und auch von deinem Projekt. Und ich danke dir ganz herzlich dafür, was du mit uns geteilt hast und mit dem Teilen deiner Präsenz. I'm very touched from your presence, John David, and also what you shared about the project. And yes, thank you very much for being with us, sharing your presence with us.
Yeah, and David would say to you, do such an amazing job with this website you have. Ja, Devasito, du machst ja eine unglaublich tolle Arbeit mit dieser Webseite, die du hast. There must be hundreds of people who would like to thank you for finding their teacher through your website. Ich meine, da müssen Hunderte von Leuten sind ja wahrscheinlich unglaublich dankbar, dass sie durch deine Webseite ihren Lehrer gefunden haben. Ja, ich bin dankbar, dass ich das machen kann und auch dankbar für mein Team, das mich unterstützt. I'm very grateful that I can do this and also for my team which is supporting me. Yeah, yeah. As you say, you need a team, yeah? Ja, man braucht ein Team. It's the same with me on this project, you know. It's only possible because I have a team. Ja, das ist wie bei meinem Projekt. Das ist auch alles nur möglich, weil wir ein Team sind. And our team has been developing over, quite a few years. Und unser Team, das hat sich ja schon jetzt über mehrere Jahre entwickelt. We've produced 30 books. Wir haben 30 Bücher mittlerweile rausgebracht. And about 8 films. Und 8 Filme. So this is kind of a great training, you can say. Das ist ein ganz tolles Training, könnte man sagen. Okay, vielen, vielen Dank. Thank you very much. Okay, nice to talk to you, Yvonne, and I've forgotten your name, but it was nice talking to you and Martha. Bye. 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 Thank you. Thank you.